thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Ja, habe ich gemerkt, aber ich kann jetzt nicht unterbrechen. Ich muss das gleich lauter stellen. Ich sehe schon an dem Ausschlag. Stell's gleich lauter. Was inevitable, but according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is Also ist nicht so schlimm, der Text ist eh in Englisch, den sie sagen. the price of wisdom, Desade. Ah. Sekunde. Ich bin eben gerade nur am Eis essen, obwohl ich habe den schon so hochgestellt hier. Warte. Ja, zu leise. Jetzt müsste es aber besser sein. Oder immer noch zu leise. Minister. Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? What exactly is your role here? I am tasked with advising Governor Constantine about business matters, and I make sure that all business contracts are established properly and are favorable to us. I am responsible for setting taxes on goods based on their value, among other things. It is an exciting job that requires the utmost care. Would you like anything else? That'll be all. Goodbye, Your Excellency. Ja. Das war auch gerade etwas zu leise. Ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. Ich muss erstmal gucken, wie das Spiel hier wieder funktioniert hier. Aber ich bin gerade überlegen, wenn wir es relativ zügig durchbekommen. Ich spiele mal auf einfach. Aber wir werden nicht so lange dann Zeit verplempern. Die Kampfsteuerung ist nämlich auch so ein Graus im Endeffekt. Und ich habe immer noch die falsche Klasse. Und du kannst das nachher nicht mehr ändern. Ah, ist das hell. So, wo habe ich denn jetzt meine Karte? Wo habe ich meine Mission? So, Nebenquest. Kartografie. In die Notizen. Was habe ich sonst noch? Der Mann mit der Silbermünze. Wir müssen in ein paar Tagen wiederkommen. Was habe ich als Hauptquest? Ein Händler in der neuen Welt. Lange ins Dorf. Aber sonst irgendwas auf der Karte? Wir haben doch bestimmt mal über so ein Zimmer, wo wir uns ausruhen können oder so, ne?
Ah, okay. Ah doch, ich habe hier von einem Lager, sehe ich gerade. Schwester knacken Level 3. Ja, ist klar. Ja, nicht mal Level 1, aber hey. Tag auf die jeweilige Hauptstadt eine... Okay. Für das Werktisch eine Truhe und deine Gefährten. Du kannst auch aussuchen, von diesem Ort aus auf Reisen gehen. Auch nicht schlecht. Kann man da mit den Leuten einmal quatschen, oder wie ist das denn hier? Eine Werkbank. Ich weiß auch gar nicht so... Ich muss erst mal gucken hier. Wir haben momentan ja nur 3 Begleiter, ne? Schlafen. Bis zu 10 Stunden? Ja komm, dann können wir die eine Quest nämlich machen. Warte. Wo ist die denn hier? Wo ist meine Quest? Ach, das zählt nicht. Warte doch 11 Stunden noch. Das heißt, ich bräuchte... Ah, okay, das wäre zu lang. Honor Manawi, do you need something? The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Onol Manawi amongst the Renaigse before. Is it so surprising that I made this mistake? No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart of a Renaigse. Anything else? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? Und es ist immer so schön, dass die Kamera so umschwingt, dass du nichts siehst, ne? Who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? I must leave you. See you later. Und sie reist ja mit uns, also so ist es ja nicht. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. I'm listening. I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. And honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard. Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? But of course. Let's go. Raina must be with the other recruits in the barracks. I had thought you a lone wolf with only our good friend in your pack. But I was mistaken. I am full of surprises, pretty she-wolf. Desarde, I have a favor to ask. Very well. I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well, I'm like him. A donation to the sea. My family also gave me to the Nords. I don't know anything about my real family, except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nords and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander, and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly.
The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene, and it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. However, I get the impression that this may not be the right time for you. We'll talk about it again when you're less busy. Did you want anything else? I must leave you. Okay, dann müssen wir dann auf jeden Fall fest danach machen, wenn wir das hinkriegen mit den 11 Stunden. So, kommen in 2 Tagen später wieder. Finde den Rekruten in der Kaserne. Die Karte anzeigen. Wow. Es bringt auch so sehr viel, wenn ich das da finde. Ach, da oben ist das. Da bringt es mir auch sehr viel. Ja, von dem Teil gibt es demnächst auch noch einen zweiten Teil, was die Vorgeschichte dann erzählt von dem ersten Teil. Da werden wir dann auch sehr wahrscheinlich reinschauen. Da komme ich ja nicht rüber, weil ich keine Stärke habe. Und ich bin sehr gespannt, wie sie den dann machen werden. Ob der auch sehr gut wird oder ob der, naja, nicht so gut wird. Weil ich bei dem sagen muss, dass das Kampfsystem sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber die Story an sich echt gut gemacht war. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der zweite Teil wird. Good day, soldiers. Your Excellency, Captain? Soldiers, may we be of service? I'm looking for the soldier, Rayner. Is he in the barracks? I never heard that name before, Captain. Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? In Serene, just before our departure. But that's been a couple of months. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue-Silver Regiment. Anything else, Excellency? Rank and assignment, soldiers. Recruit, first class, Blue Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. The Blue-Silver Regiment is made up of men attributed to serve the Congregation of Merchants. I'm one of them, and the 8th Company was sent to Tier for D, with 2 other companies. Anything else, Excellency? What is your charge? Maintain order in the city, Excellency. Anything else, Excellency? That will be all. At ease, soldiers. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've been looking for one of my recruits. Goes by the name of Rayner. I would like for His Excellency to meet him. Rayner? I'm sorry, Kurt. I thought you'd been informed. Informed about what? He is dead. He was found, drowned in the port harbour day before yesterday. I was told he had too much to drink and fell in. I'm extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're on leave. That's bollocks. That lad isn't the sort to sully himself with drink. I don't believe it. People change. When they're far from home, the lads have little else to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Excellent idea. At least you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Is there anything else? No, thank you. Ja, manche Quests sind da sehr langwierig und man muss echt überlegen, wie man sich entscheidet bei manchen Sachen. Es hat vielleicht eine oder andere Konsequenzen, im schlimmsten Fall. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und verstehe ich nicht, warum wir nicht direkt laufen können und müssen die ganze Zeit gehen. Jetzt erstmal gucken, in welche Richtung ich muss. Das ist auch mal sehr verwirrend mit der Karte. Ich hoffe, dass sie im zweiten Teil eine Karte reinmachen, damit du direkt sehen kannst, wo du hin musst. So, da oben habe ich noch ein Fragezeichen. Da könnten wir als erstes hingehen. Wo mir das eher aussieht wie ein Keller. This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry fee. Sorry, but I can't let you in. Very well. Goodbye, soldier. Da gehen wir dann später hin. Das will ich jetzt auch nicht auch noch anfangen.
So, wo ist denn Herr Doktor? Jetzt muss ich doch wieder da hoch. Warte mal, ich bin doch gerade hier rein. Er hat mir doch gerade gesagt, ich soll hier reingehen. Ne, warte mal, ich muss geradeaus durch, sehe ich gerade. Okay, nach links rum. Ah, diese Steuerung, ne? Untergeschoss. Müsste es irgendwo ein Untergeschoss geben? Wo gehst du denn hier runter? Leichenschauhaus, Gefängnis. Well now, a visit. Can I help you with something? Wollen wir dich alle... Sie hat auch das Mal, ne? We are here concerning the matter of Recruit Rayner. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I can. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me. They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seemed to share. Rayner was not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and never came back in. His companions found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. How then did he die, in your opinion? He drowned. I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the same, that's what happened. I greatly regret it. Might we take a look at the body? No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. I'm a soldier, Doc. I've seen a number of men in pieces. Let me see the young lad. I regret, Captain. I cannot allow that. I have as of yet to present myself. I'm Lady de Sardet, legate of the Congregation of Merchants on Tirfredi. And as the title infers, I have the power to inspect this barracks and all that it contains. Therefore, I must insist. I am sorry, Your Excellency, but within these walls, I am the only master. These bodies are often vectors of infection and extremely contagious. So, for your own security, I find myself obliged to refuse. 75% Charisma und es geht trotzdem nicht. To be quite frank, we're leaving you no choice. I doubt that you will be able to stop my friend from doing what he wants. And today he's driven by sadness. And when he's of sad sorts, the slightest frustration can turn that melancholy into a rage. And alas for you, he's quite violent when he's in a rage. You wouldn't dare! I've been appointed by the Elder of the University of... Quite violent. Very well. Do as you see necessary. Beasts. It's the body in the middle. Examine him if you must. But please be so kind as to not leave a mess after you. 75% Charisma und trotzdem kriegst du nicht überredet, ne? Das ist ein Witz einfach. Wissenschaft Level 2, wow. This one is just a boy. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rayner. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll need to examine the body to learn more. Is that all right?
He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. I'm no doctor, but this boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. I believe you, Kurt. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Die Frage, ob wir noch mehr finden können hier. Excuse me, Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death, I assure you. The science of death is a complex art, and you are certainly not a doctor. That is true, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. I should have burned those notes. I am truly sorry. I swear I have never, ever falsified a report before. But I was given no choice in the matter. How's that? What are you talking about? Two men, lieutenants I believe, brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident. I saw immediately this was a lie, but I did not push the matter. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual. But the men returned. I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned, or else. Who were they? I have no idea. I had never seen them before at the barracks. I guessed their rank by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention of suffering the same fate. Have no fear, Doctor. We will make no mention of your name. Andevars Tire. That means, may the earth welcome him. I am sorry for you, Kurt. Thank you, Siora. Wo muss ich jetzt denn? Hello, Your Excellency. What can I do for you? We have a situation, Manfred. Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crow face? Lieutenants that he didn't recognize, alas, and who wore no regiment emblems. Which regiment was Rainer assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th, before being reassigned to who knows where. Just like that? You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Not of late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments, and it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? No, thank you. I need to get to the bottom of this mystery, Greenblood. I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Muss ich nur gucken, ob wir oben... Ah, warte mal, wir können auch direkt hier befragen. Obwohl, wir können auch erst in der Taverne anfangen, das ist auch richtig. Musst du gucken, wo die... Ne, der will direkt, dass wir hier bleiben. Okay, dann gehen wir direkt wieder rein. Musst du mal eben gucken, haben wir denn Sachen, die wir...
Ausrüsten können wegen den Werten. Ein Charisma +1 und es reicht trotzdem nicht. Gut, dann gehen wir mal hoch und fangen oben an. Ob die uns was sagen können. Kommt hier irgendwo anders sein. Muss man zwischendurch speichern. Ganz wichtig, immer häufig speichern. So, wo haben wir denn hier? Eine Tür, die wir aufmachen können, ja. So, was ist mit dir? Mit dir kann ich nicht reden. Ich mich erstmal um, ob ich irgendwas machen kann. Haben wir sauber schrubben. Lieutenant. Excellency, can I help you? Where are you assigned? My company, the 8th Company, is responsible for city and palace security. A capital assignment. As for myself, I'm essentially in charge of training and managing the recruits. We have quite a few here. The youngsters are attracted to the dream of Tier 4D. And believe me, if we want them to live up to their duties, there's no time to dally. Excellency. What company do you serve, Lieutenant? The 8th Company, Excellency. Excellency. We are investigating the death of a young recruit named Rainer. Do you know anything about the matter? No, sorry, Your Excellency. That name is completely foreign to me. And I pride myself on knowing the names of all my recruits. As a matter of fact, they were all present at roll call. Are you certain you have heard nothing about the death of this young man? We were told that he drowned himself in the waters of the port. I am sorry. I truly can't help you. I never met him and I know nothing about what happened to him. Wir sollten vielleicht das nächste Mal... Warte mal, wir können das anders machen. Wir lassen mal Kurt sprechen. Wir natürlich auch sehen, was passiert, wenn er darauf antwortet. Wir haben 25% Chance für Charisma, ist einfach zu wenig. Can I help you? What company do you serve, Lieutenant? The 8th Excellent. Where are you assigned? We have quite a... And believe me, if we... Excellency. Goodbye, Ah, Lieutenant. nein. So, ich speichere nochmal eben. Ich will wissen, was passiert, wenn er das macht. Lieutenant. Excellency. Can I help you? Ja. We are investigating the death. Do you know? No, so that name is... As a matter of fact... Lieutenant, the lad that we're talking about was one of my own recruits. Someone pretended that he drowned himself, while in truth he'd been severely beaten to death. Assassinated. You more than anyone should understand what I'm feeling, so if you have anything else to say... My condolences, Captain. I understand, and I'm sorry. I don't really know much about this affair. I've just heard people talking, and I know that it's frowned upon to broach the subject, especially with people on the outside. What happens in the Guard concerns only the Guard, I know that. But I'm not sure myself. Is that right? All I can tell you is that Rainer isn't the first to vanish from his company. Other youths, the most promising among us, are regularly reassigned. I don't know where they've gone, nor what they do. But we never see them again. That's all I can tell you. Now leave me in peace. Aha. Diese Zack-Infos bekommen. Also immer schön vorher speichern, bevor man den Leuten redet. Könnte uns das Ganze etwas einfacher machen. Weil ich hatte damals, glaube ich, einen anderen Charisma-Wert. Weil ich direkt in Charisma investiert habe. Was ich jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht getan habe. Nein, Karte wollte ich haben. Wir müssen wieder zurück. Die andere Richtung. Sind das mehrere Sachen hier oben? Mehrere Türen, mit denen wir hier reden können? Ja. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? To where are you assigned? The 6th Company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter Congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible.
Anything else? We're investigating the death of Raina, a young recruit. Do you know anything about it? Sorry, Your Excellency. That name doesn't ring a bell. And I know nothing about her death. That's truly a pity. Okay, er weiß nichts darüber. Vielleicht hätten wir doch vorher die anderen bequatschen sollen. Wer fehlt denn jetzt noch? Ach, Untergeschoss ist das. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Das ist nämlich das Problem gerade. Es ist so ein bisschen unübersichtlich. So, dann geradeaus. Und dann müssen wir nach unten gehen. Weil es stand ja gerade Untergeschoss, also gehe ich davon aus, dass es hier unten auch noch irgendwo eine Tür gibt. Da ist noch eine. Ja, es ist ziemlich dunkel hier drin. Das ist es nicht. Ja, ich muss wirklich rausgehen, das kann auch sein. Ah, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Warum ist das verschlossen, wenn wir es eh mitnehmen können? Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Could you tell me which company you serve? The 11th, Excellency. Anything else? What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? We are concerned about the death of a young recruit named Raina. Have you heard anyone talking? Sorry, Your Excellency. I'm not in a position to answer that. Why's that? It's just that, I don't remember that name. That's all. Sorry, Captain. Anything else? Thank you, Lieutenant. Farewell. Schon sehr komisch, dass sie sich alle nicht mehr daran erinnern können. Ich meine, da war nämlich irgendwas. Greenblood, do you need something? I must leave you. Ja, im Grunde genommen müssen wir nicht gehen. Wir versuchen ja immer noch, das herauszufinden. So, was haben wir hier? Die Untersuchung in der Schenke an. Vielleicht meinte sie deswegen, dass wir da als erstes anfangen sollten. Vielleicht wäre das besser gewesen, oder wir haben jetzt doch die Möglichkeit, das Ganze danach auch zu machen. Es ist manchmal so ein bisschen unübersichtlich in dem Spiel. Weil
Die A-Taste, die gleichzeitig das Sprinten ist auch gleichzeitig die Taste, wo du mit den Leuten quatscht. Aber hey, man hat hier zumindest keinen Ladebalken. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist die Schenke? Die Schenke ist... Ach, da vorne ist die Schenke. Good day, soldier. Good day, my lady. Desardet, legate of the congregation on Tirfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lady. Excellency. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Alric, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago. But at the beginning, we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Do you know a recruit going by the name of Raina? Raina? It's just... Excellency, please. The boy is terrified now that he knows who we are. So long as he's in that state, he'll say nothing of worth. You should bring him a bottle to calm his nerves. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Eine Schnapsflasche. Okay, dann müssen wir gleich mal mit dem Typen da reden. Was hat er? Excellency. I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. I am one of the officers, in charge of the protection of your cousin's councillors. How can I help you? We are investigating the death of a young recruit, a certain Raina. I've never heard the name before. He's not one of my men. I know, but you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No. We have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. I recruited the lad myself, Lieutenant. And just a while ago, I saw his body broken and bruised in the morgue. Someone has been trying to cover this up, to lead us down false trails at every turn. But Raina deserves justice. I know you have to understand that. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas, I don't know how I can help you. This is the first I've heard about it. What can I pour for you? I'm looking for information concerning a young recruit going by the name of Raina. Sorry, there's nothing but soldiers here, with a few sailors. Well, one recruit or another, it's half a dozen of one, 6 of the other to me. You should just try talking to them yourself. You got yourself quite a selection. Sehr unhöflich, wenn man das so sieht. What can I pour for you? Wir wollen eine Give me a Flasche. bottle of your best drink. There you go. But be careful, she's got a strong bite. Sehr schön. Wer ist er? Scheint mir auch so ein ranghoher Typ zu sein hier. Offizier. Good day, Lieutenant. My lady, you're one of the governor's confidants, are you not? Indeed. Desardet, the governor's legate. My sincere pardon, Excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain? Lieutenant! How can I help you? To which company do you belong? The 8th. We're responsible for city security. Some of the men of this company are under my orders, charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. When I'm not on leave, that is. Are you also in charge of criminal matters? Investigations? No, Excellency.
but an officer of my company is in charge. Anything else? We seek information concerning a young recruit. A certain Rainer. Rainer? Sorry, name isn't familiar to me. He must be with another company. Are you sure about that? This is an important matter. I'm certain, Captain. Was he family to you? I recruited him. You know what that's like. The boy was killed and then tossed in the bay. I want the head of whoever's responsible. I did hear talk of a young lad found in the port waters. That's my sector. But I was told that it was an accident, and I had no reason to doubt it. Are you sure the lad was murdered? Absolutely certain. Beaten to death, to be precise. That's horrible. But I don't know anything about it. Too bad. Thank you all the same. Goodbye, Lieutenant. At your service, my lady. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. And why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell you. Now then, why don't you tell us what you know about Rainer? Well, I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, followed orders. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Rainer, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Aha. Können wir wieder zurücklaufen. Vor allem, ich glaube, eine Quest, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, müssen wir sogar machen, weil, wenn wir es nicht machen, hat das einen anderen Verlauf. Also, Togo, spiel GreedFall. Wir wollen den anderen Verlauf haben. So, jetzt müssen wir gucken, wo der 11. war. Wo war denn der 11.? War der oben? Ne, der war unten, ne? Der war unten in der Kaserne. Falsche Tür, falsche Tür. Wieder falsche Tür. Boah, wo ist das Ding denn hier? Das ist auch nicht die Tür. Ach, Obergeschoss ist das. Ich war denn unten vorhin? Level 3 brauche ich, ja. Da hat man sich auch keinen Gefallen getan. Wenn du die Sachen nicht hast, kannst du die Dinge nicht machen. Das ist der 8. Ich brauche den 11. Ja, war der doch ganz unten. Untergeschoss. Wo ist das Untergeschoss jetzt? Wir waren doch vorhin da im Untergeschoss. Wir sind doch vorhin da hingekommen.
Leichenschauhaus und Gefängnis. Da meint er das Erdgeschoss. Ah, hier. Ja, es ist leicht verwirrend. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Are you sure that you can't help us? Something terrible has befallen the poor boy. Let's be perfectly straight. We know that Rainer belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes, of course. But you have no idea what's been going on here. If word got round that I've been talking, come back after sundown, when there's fewer folk. Very well. We'll be back. Anything else? Thank you, Lieutenant. Farewell. That man was shaking and looking over his shoulder, as if he thought a predator had caught his scent. Whatever could terrify your warriors to jitter so? I don't know yet. But I will find out, Siora. Wir dann die andere Quest machen? Warte, lass mich mal schauen. Wo habe ich die? Biete was gut an Hilfe an. Das machen wir später. 4 Stunden und 33 Minuten. Dann würde ich schon fast sagen, lass uns mal gucken. Nein. Wir haben doch noch ein paar Sachen, die wir erkunden können. Da hat jemand eine Mission für uns. Wo wir denen helfen können. Wenn ich ihn finde. Why are you dressed like this? Hello. I'm not one of your people. I'm the legate of the merchant congregation. A legate? Is that someone important? Indeed. I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. So you'll be able to help me. My chief sent me to trade some items with your village, but there are these Bod Irony who do not want me to set up shop here. These what? Bod Irony. The Ironbacks. The warriors who protect this village. Every time I come, they take my items without giving me anything in exchange. Please, I don't understand how things work here. Very well. Stay here. I'll try to clear this up. Adlo Redar on Olmenawi. May the earth always be sturdy under your footsteps. Und in 2 Tagen später wieder mich verarschen. So, wir sollen den Verwalter Manfred um mehr Informationen bitten. Wollte schon sagen, hä? Hello, Your Excellency. What can I do for you? I met an islander in the streets who was complaining to me about the guard's behavior. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping to sell several times. Oh, I see. Indeed, I've been told about this man. The problem, Your Excellency, is that our orders are strict. Merchants who do not have a patent ratified by the minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one, I doubt he even knows what it is, my men have no choice but to confiscate his knickknacks. I see. Thanks for clarifying that. I'll talk to the minister. Is there anything else?
No, thank you. Die bekomme ich jetzt wo? Da drüben. Ja, weil ich einen Stärkepunkt nicht habe, kann ich da jetzt nicht rüberlaufen. Jetzt muss ich außen rumlaufen. Ja. Also wenn du keine Skills irgendwie verteilt hast, was du jetzt schon noch gar nicht haben kannst, weil du die Punkte im Endeffekt noch gar nicht hast. Außer man ignoriert natürlich die ganzen Quests und macht erst die anderen. Dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Na, mit wem muss ich denn hier reden? Wo bist du denn? Links und dann da durch. Ach, das ist der eine Typ hier hinten in der Ecke. Minister. Ach, das ist unser Minister. Nee, doch nicht. I would like to talk to you about an islander who is trying to set up shop in our city. Since he doesn't have a patent, his wares get confiscated as soon as he receives them. And you want me to provide him with the said patent? I would be delighted to show you the procedure to follow so that we may study his request. You'll understand that we cannot give an authorization without having determined the value of the goods beforehand. We must determine the tax rate according to this value, determine the best emplacement for this business. In short, these things take time. A lot of time. I'm certain that my cousin will be delighted to hear that our relations with the natives are progressing in a significant way. And he will probably be very grateful to the minister who helped their first merchant set up shop in our city. Perhaps, Your Excellency, but Alter, ich habe 75% Charisma. if I didn't determine the fitting tax rates. Minister, allow me to insist. Alas, your insistence will not change a thing. I heard your request and it will be processed. It is only a matter of a few months. Would you like anything else? That'll be all. Goodbye, Your Excellency. This pencil. Das sehen wir nicht ein. Pass auf. Ich habe 75% Charisma und es funktioniert einfach nicht, ne? Es ist ein Witz. Es ist ein echt schlechter Witz, dass das mit dem Charisma nicht funktioniert. 25% die Chance viel zu schlagen und es fehlt schlicht viel. Minister. Your Excellency. How? I would like to talk to you about since he doesn't. And you'll understand. We must ensure. I'm certain that my cousin and he will Indeed. I seem to recall reading a circular on the necessity of establishing good relations with the natives. We could accelerate things by leaving some formalities for later. I would think so too. Very well. In that case, here's the patent that will allow your protege to legally pursue his activity in the city. You should give him this copy. The other one will be kept in the archives. However, one of my representatives will visit his stall for the estimation and to determine the tax rate in accordance with the... Thanks a lot, Minister. Looking forward to seeing you again. Would you like anything else? That'll be all. Goodbye, Your Excellency. Also die Kämpfe sind nicht das Problem. Wenn du keine Fähigkeitspunkte hast, kannst du im Endeffekt nichts machen. Und du bekommst halt so wenig Punkte, deine Sachen zu verteilen. Ich weiß auch nicht, was das Maximallevel ist. So, müssen wir darüber laufen. Dran vorbeigelaufen. Doof gelaufen, würde ich sagen.
came back. Something terrible happened. What is it? I was just bringing you the patent you needed to set up shop. The Bud Irony came back, and they took my cousin away. He came to bring us animal pelts and new objects from the village. But the warriors came back. They took everything he was bringing me. And they also took him. Oh, I don't know what they will do with him. Please, bring him back to me. I don't see why they would have arrested your cousin, but I'll try to find out. Hier ist richtig was los, ey. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've come to see you again to talk about the Islander merchant. I managed to obtain a license for him, but he informed me that while I was taking care of this, his cousin, who was making a delivery for him, was arrested. I'm sorry, Your Excellency. Especially considering you've managed to obtain an official authorization for him. I'm afraid my men ran out of patience when they saw this hunter making deliveries for the merchant again. They wanted to confiscate his cargo, but the lad resisted, and he was thrown in jail for disorderly conduct. If you want to set him free, that's where you must go. Sorry, again, Your Excellency. I should have known you'd managed to obtain the necessary license for your protégé and told the patrol. Is there anything else? No, thank you. Das heißt, wir müssen jetzt wieder runter in den Keller, ne? Keller. Das heißt, der müsste doch eigentlich... Ist er denn nicht hier irgendwo sein? Also, hier steht gerade so ein bisschen im Weg. Hello, what can I do for you? I'm looking for a prisoner. A native who should have been brought here recently. You're a bit late. He was sent to fight in the arena. In the arena? So this man was judged? Who pronounced the sentence? Whoa there! Do you really think that we would organize a proper trial for a savage? He attacked some guards. He's lucky he wasn't gunned down right there and then. At least in the arena, he has a chance of survival since apparently he's a hunter. This man was only defending the goods he was bringing to his cousin. And now he has to fight for his life. I have no hand in this. I'm not the one who made this decision. They brought him here and then they took him away, that's all. What did you do with the goods he had with him? They got confiscated, put in the storeroom like all the rest. Anything else? I must leave you. Lagerraum. Heißt doch wieder hier rüber oder nach oben? Ach ne, ich hab's zurückgefunden. In der Arena als Sieger hervor. Okay. Bin ich mal sehr gespannt. Die ist jetzt wo? Ne, das ist mit dem Typen. Wo ist die Quest? Ja, wo muss ich dafür hin? Spiel. Das ist der nicht. Wo ist die Arena? Das heißt, hier muss ich... Falsche Richtung? Ich muss die Quest nochmal markieren. Wir machen erst die Nebenquest. Da. Daher, das ist so ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Missionen. Wenn man da schaut, wo man überall hin muss, geht es irgendwie
Das könnte man auch besser hinbekommen in dem Fall. Weil die Frage ist, kriegen wir das hier mit Level 5? Zur Not stellen wir den Schwierigkeitsgrad runter. Wir wollen ja eh nur das Spiel durchspielen, deswegen sind ja nicht irgendwie drauf, dass wir hier einen Schwierigkeitsgrad spielen. This part of the establishment is reserved. Sorry. In that case, allow me to pay the fee. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Wann muss ich den wirklich bezahlen? Ah, ja, ich muss den bezahlen. Dann komme ich nicht da runter, sonst. Speichern nochmal eben. Ja. Wir müssen ja gleich mal gucken, wie man noch kämpft. Das habe ich jetzt auch nicht mehr drauf. Das weiß ich auch gerade nicht. Handwerk. Good day, and welcome to the arena. Is this your first time? It is. Excellent. The crowd just loves to see new faces. So, are you ready to rise to the challenge? Or would you like a little reminder of the rules before jumping in? Unless, of course, you're just here to go over the basics and get in some practice. Could you explain the rules again? Certainly. Regular combats take place in groups. 2 of your companions will fight at your side. In order to become a champion, you'll need to win the 5 challenges that become more and more difficult. Each challenge is broken down into 3 rounds. You can take a breather in between each one. But if you give up on a challenge, you'll need to start all over again from the beginning. Once the challenge has been completed, you can fight any of the rounds you've already won again, just for the fun of it. Dann bestellen wir uns mal die Herausforderung. As soon as you're ready, you can jump right in. My lords and ladies, here is a new team of fighters taking. Come on, let's see what's happening. Move away. Things are about to get done. Ui, Totenkopf, was? Okay, auch leicht ist es wirklich sehr easy hier, ne? What the fuck ist das? Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. Und die Frage ist, gibt es Erfahrungspunkte? Kann ich nochmal eben speichern? Ja. Man übertreibt es ja auch gerade nicht, ne? 5 Stück auf einmal. Und ich darf nicht looten. Jetzt ist da ein Weißer mit bei. Aber es gibt anscheinend Erfahrungspunkte, ne?
Ich muss erstmal nur gucken, wie ich hier ausweichen kann. Wenn alle Kämpfe so einfach werden, sollten wir easy durchkommen. Now that was a challenge well won. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. Aber ich komme mit dem Kämpfen nicht so ganz zurecht, muss ich sagen. Und ich glaube, auf normal hätten wir es nicht geschafft. So, wir haben einen Punkt. Leichte Projektile. Was habe ich hier? Stasis. War, glaube ich, nicht einmal benutzt, ne? Einhänder. Wir nehmen mal... Nein, warte. Attribute. Haben wir einen neuen Punkt? Warte mal, doch. Ne, haben wir nicht. Voraussetzung 7, Voraussetzung 9. Ich habe damals nämlich einen Jäger gespielt, mit dem fand ich das wesentlich einfacher zu spielen. Ich keine Magie habe, sehe ich selber. Warte mal, können wir sie eigentlich... Also ich speichere nochmal eben. Können wir sie eigentlich... Wir können die auch ausrüsten, ne? Habe ich eine Waffe für sie? Was sie im Endeffekt... Macht sie... Obwohl, sie kann die benutzen eigentlich, ne? Aber sie macht weniger Damage damit. Das ist schon das Beste, was er hat. Können wir eigentlich noch eine Waffe wechseln? Ja, das wäre natürlich jetzt optimal gewesen, ne? Einhandklingenwaffen. Kann ich das skillen? Warte mal. Was ist mein Talentbaum? Schwere Einhandwaffe. Einhandklingenwaffen. Brauche ich 2 Punkte für. Hätte ich aber machen können. Ja, ich hätte besser doch den Hunter genommen. Weil mit der Magie, das ist mir so ein bisschen... Die machen mit ihrem Gift so viel Damage einfach. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. Aber ich finde, das Kampfsystem ist so schwierig irgendwie, aber auch Übungssache. Aber mit Magie hast du natürlich den Vorteil, du kannst die Sachen umgehen, ne? Die Rüstung. Ich habe sogar einen Gegengifttrank.
Aber es gibt auch UTP, habe ich gesehen. Ne? Wir sind jetzt fast Level 7. Drei Totenköpfe. Was? Oh, wir haben uns den Boden geschmissen. Nein, will ich jetzt nicht. Man muss das genau timen, ne, mit dem Angriffen. Ich sehe mal auf, dass ihr da nicht abkackt. Da wäre halt noch ein anderer Kämpfer ganz gut. Alter, sind das alles... Oha, wenn das alles Totenköpfe sind, ne? Wir haben das 7 Beiße erreicht. Da brauche ich 2 Punkte für. Ich will eigentlich hier rüber, ne? Also hier diesen... Kann ich den... Achso, warte mal, wir können... warte, wir können doch umwechseln? Anfangs... Ja, komm, dann machen wir... Ja, dann wechseln wir komplett um. Weil diese Magiekacke ist mir zu doof, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich Schusswaffen überhaupt dabei. Das ist gut, dass wir das dann wechseln können. Magisches Schild, Gift. Magie. Also das ist beides, ne? Wir wollen aber Gift. Das bleibt Rüstung. 72, 48, 36. Ich habe ja gespeichert vorher. Es ist egal. Also Voraussetzung 1, Ausdauer. Habe ich jetzt alles umgeskillt? Warte mal. Ja, ich habe alles umgeskillt. Wie viele Punkte habe ich denn? 3. Genauigkeit, Willenskraft, mentale Kraft, Beweglichkeit. Ausdauer nehmen wir auf jeden Fall einen mit. Nämlich Nahkampfschaden und die Zornerzeugung Attribute benötigt, um die besten 100 200 zu führen. Behält alle Schusswaffen alchemistischen Prägungsrate Attribute benötigt, um die besten Schusswaffen zu tragen. Den nehme ich, obwohl ist das für nur noch Einhänder und Zweihänder ist das. So. Talente muss ich gleich gucken. Fähigkeiten. Talente. Da habe ich jetzt wie viele Punkte? 2. Charisma hat uns eigentlich gefehlt, ne? Dann haben wir das voll. Dann nehmen wir den nächsten Punkt, nehmen wir dann auf jeden Fall das hier, weil das brauchen wir nämlich auch. Wenn ich es jetzt nicht habe, habe ich jetzt Pech gehabt. So, Fähigkeiten. Wir nehmen Einhandwaffen mit. Wie habe ich denn? 5. Da einen rein. Da einen rein. So, dann haben wir immer noch 2 Punkte. Was habe ich hier? Rolle. Ermöglicht eine Rolle durch ein zweites schnelles Ausweichen kann nicht mit der göttlichen Magiering eingesetzt werden. Okay, was habe ich hier? Granaten, ermöglicht Waffen. Achso, da können wir Sachen werfen. Weiß ich nicht, ob das so mein Ding ist. Fallen. Auf dem Boden Fallen. Okay, können wir auch Fallen hinstellen. Ich will jetzt aber den Nahkampfschaden und den Schussschaden erstmal hin. Ich kann das mit dem Controller nicht ganz so gut steuern, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich gucken. Nein, den wollte ich. Nahkampfwaffe.
So, als zweites die Waffe. 140. 180. Ich finde, das mit der Magie ist so ein bisschen unschön, ehrlich gesagt. Mal Handwerk, ja, das stimmt. Den einen müssen wir aufheben. Was habe ich da für eine Chance? Ja, Verwertung, achso. So, 18, 33, 24. Dann haben wir den auch schon mal fertig. So, Kurt. So, bei ihr, was hat sie? Magie. Hat sie ausgerüstet, ne? Haben wir nämlich unterschiedliche Leute in dem Fall. So. Ich wusste nämlich jetzt nicht, dass man die auch wechseln kann. Ja, die zerlegen mich gerade, weil ich nicht dazu komme zu blocken. Voll, wir spielen gerade nur auf leicht, ne? Da muss ich aber sagen, dass ich als Magier mehr Damage gemacht habe, ne? Was? Ja, was denn das auch sagen? Aha. Ich mach keinen Damage als Dingens. Ich skill wieder auf. Das der hier war das, ne? Und damit doch bei dem Magier. Ja. Ja, ich komme mit der Steuerung einfach nicht zurecht hier. Blitzschritt wäre auch nicht verkehrt, ne? Dann könnten wir... Ja komm, wir bleiben bei dem Magischen. Ich mach das mal im Tier mit, das geht schneller. Jetzt haben wir 0 Punkte. Den Sturm würde ich noch mitnehmen, dann bleiben wir halt bei der Einhandwaffe. Attribut nehmen wir eine Ausdauer. Willenskraft ist das, wo wir Magie wieder regenerieren können, ne? So, die nehmen wir. So, Talente. Charisma nehmen wir ein, den nehmen wir ein. So, den will ich direkt mitnehmen. So, Ausrüstung. Haben wir da nichts Besseres? Ne, wir haben nichts Besseres. Weil mit dem Magier komme ich halt durch die Rüstung. Das komme ich mit den anderen Sachen nämlich nicht. So. Schusswaffe ist leer. Spitzenring. Damit komme ich halt auch nicht durch die Rüstungsschild und der geht halt noch runter. Gucken, ob ich neue Waffen bekomme oder sowas. Witzenring, was haben wir hier sonst noch für einen Ring? Priesterring. Magisches Schild, Betäubung geht runter, Zornerzeugung. Nahkampfwaffe B. Betäubung, Zornerzeugung geht hoch. Mehr Damage. Ja, dann bleiben wir bei dem, weil ich komme mit dem anderen komme ich nicht durch die Rüstung durch.
Ich muss jetzt erst die Rüstung runterkloppen, um ihn dann kaputt zu bekommen. Aber die machen meine Rüstung auch gerade gut kaputt, ne? Also ich würde jetzt drauf tippen, wenn wir auf normal spielen würden, die würden wir nicht kaputt kriegen. Definitiv nicht. Und wir müssen was gucken, dass wir bessere Ausrüstung bekommen Richtung Magie und sowas. Weil der Magier kommt durch die Rüstung durch. Die anderen kommen da nicht durch, wenn er zu viel Rüstung hat. Oh, die 5. auch noch. Aber ich muss mal gucken. Oh, die sehen auch sehr gepanzert aus. Ich muss mal gucken, ob wir... Ach nee, das können wir nicht. Ich brauche Wissenschaft. Ich kann auch nichts herstellen. Weil ich die Fähigkeit nicht für habe. Wow. Das ist uncool. Wie kriege ich denn die Sachen... Muss man ins Inventar. Warte mal. Wie kann ich dich denn auf die... Tasche? Zulassung, Händler, Ware. Wie kann ich denn die Sachen auf die Tasten zuweisen? Ja. Das jetzt wüsste ich. Komme ja nicht mal an die Tasche dran. Was ist das hier? Meine Tasche. Verbrauchsgegenstände. Zorntrank. Ausdauertrank, Gegengift, Resistenztrank, großer Magietrank. Wie kann ich dich zuweisen? Ablegen? Hilfe? Okay, warte, was? Nee, ich wollte, da muss ich es halt übers Menü machen, kann ich es nicht anders machen. Und auch alles Totenköpfe. Können wir irgendwo sehen, welches Level die haben? Wow, er hat doch ordentlich Damage gemacht. Menü. Das sind halt echt Totenköpfe, ne? Aber ich sehe nicht das Level. Aber Sirona ist ein Charakter, der auch auf Kampfmagie ansetzt wie wir. Deswegen, das wäre für unsere Gruppe jetzt nicht ganz so optimal in dem Fall, ne? Die haben auch eine Rüstung, die müssten man... Aber es sind so, das ist halt die Masse, die das auch macht in dem Fall, ne? So, ich hoffe, wir haben uns wieder geheilt. Und AOE-Damage wäre nicht schlecht.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Ich bin quasi wie ein Arcade-Mage in WoW. Ich habe zu wenig Mana. Nein! Da wollte ich jetzt zu viel. Da wollte ich. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, Heiltrank. Zu spät reagiert. Ah, ich habe gefailt. Ja, ich habe es gesehen. Also wir dürfen nicht sterben. Wenn die anderen sterben, ist egal. Wir sind underlevelt, das ist ganz klar. Aber ich will das hinkriegen, ja. Aber die sind zu stark, die kriegen wir nicht kaputt. Die sind übel. Aber es gibt gut die... Alter, die Waldfee, was bist du denn? Bist du denn? Das ist ein Boss? Oh mein Gott, das ist ein Boss. Wir machen kein Damage. Wir machen kein Damage. Oh, die ist aber gut dabei. Ja, ich weiß, dass ich keine Energie habe. Wir müssen auch Tränke gleich kaufen, ne? Jetzt wissen wir auch schon... Ah ne, Bossfight hatten wir schon einen.
Ja, ich brauch keinen Trank trinken. Solange Kurt das tankt, ist uns das relativ egal, weil dann können wir rumlaufen und versuchen, die Sachen abzublocken von ihr. Der Kurt könnte man so quasi als Tank betrachten. Ne? Wenn er eine gute Ausrüstung hat, wird er wahrscheinlich einiges wegtanken können. Oh, die macht einen Sturm, die macht einen Sturm. Ah! Ja, ja, ich weiß. Die Rona macht dann auch Pfeiler, glaube ich, ne? Also solange wir die auf Abstand halten können, sieht das ganz gut für uns aus, während die beiden Nahkampfangriffe machen. Herr Kurt, dann trinkt doch was. Was ist dein Problem? Und Level 8, die haben 3 Level gemacht. Aber wir brauchen unbedingt eine andere Ausrüstung. Ganz wichtig. I need to get going. A pity. Well, come back again soon. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Was haben wir denn hier noch? Schattenexplosion. Löst alle Feinde im Wegbereich. Drückt und fügt ihm mit Magieschaden zu, wollte ich schon sagen, Metallschaden. Hat einen schnellen Angriff nach Blitzschritt. Wäre natürlich auch eine Idee. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ob das so interessant für uns wäre. Schild der Erleuchtung. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Schild der Erleuchtung wäre auch interessant. Die Frage ist, macht es Sinn, hier rüber zu skillen, nur wegen der Fähigkeit? Magische Heilung wäre auch nice. Wir machen erstmal hier Blitzschritt hier. So, ansonsten kann ich hier noch nichts machen. Level 10 und Level 9. Ich gehe mal kurz eben aus Klo und dann machen wir sofort. Obwohl, wir machen kurz die Waffe. Wir haben da gerade irgendwas Neues bekommen. Und dann gehe ich mal kurz aufs Klo. Und dann machen wir sofort weiter. Was? Okay. Das ist eine nette Waffe, würde ich sagen. Kannst du die tragen? Er kann die nicht benutzen. Zweihandwaffen, Beweglichkeit 5. What? Und er kann die nicht tragen. Ja, warte mal, was habe ich denn hier? Das ist der Ring. Dass wir die nicht tragen können, ist klar, aber warum kann Kurt die nicht benutzen? Kann Sirona die benutzen? Ich glaube nicht, ne?
Elementarschaden kämen sie da noch zu, aber die Waffen sind trotzdem nicht... Warum kann er... Er trägt doch Zweihandwaffen. Ja gut, dann komme ich gleich wieder. Ready to excite the crowd? I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? You'd have to go in alone. Your friends will need to stay in the stands. Are you sure that this prisoner is worth risking your life for? This man has been the victim of terrible injustice. I cannot stand aside without doing anything. Well, that's extremely noble of you. But it's just the sort of crazy idea that the crowd loves. I have to warn you, though. If you want to fight now, you will lose your bonus in the running challenges. So,
What'll it be? Justice cannot wait. I am ready to fight. Excellent. In that case, the arena awaits you. Gut, dass der Typ kein Lebensbalken hat. Ihr habt doch gedrückt. Mal warten, bis ich wieder Mana regeneriert habe. Okay, warum kann ich meinen Sprung nicht nutzen? Ich muss das länger gedrückt halten. Mal gucken, wie kann ich das denn mit Maus und Tastatur machen? Aber dann spiele ich vielleicht mit Maus und Tastatur. Vielleicht ist es etwas einfacher. Obwohl es mit Controller etwas schneller geht. What a show! You've won the affections of the crowd. And when the crowd makes a decision, it gets what it wants. You're free, prisoner. I owe you my life, Onol Manawi. Blessed be the winds that have blown you to my side. By what name should I address you? My name is Desade. In fact, it's your cousin the merchant that sent me. Follow me. Let's go and find him. Eigentlich müsste Kurt ja so gesehen stolz auf den Charakter sein, ne? Wenn du es schaffst, Arena-Meister zu werden und gleichzeitig dann noch so einen Rang zu bekommen. Oder sowas hinzukriegen. I'm glad to see you again. Oi, Ven. Oh, I'm so glad to see you alive. Then you must thank this Onol Manawi. He fought to save me. Thank you. May the grass always be soft beneath your feet. Don't mention it. I also brought you back your goods. May the trees always bear you fruit. We owe you a lot. You should go see Ulan, the chief of Vignamri, my village. He wants to be friends with the Renaigse. Since you are a legate, you could talk to him. So, jetzt müssen wir speichern, weil ich jetzt nicht weiß. Wir müssen, glaube ich, erst die Quest machen. Warte, nein. Diese Steuerung einfach. Kommen wir in 2 Tagen wieder. Machen wir die erst. Also wir müssen da gucken, auch dass wir eine andere Ausrüstung kriegen. Aber ich denke, wir bleiben bei dem Schwierigkeitsgrad, weil wir da relativ gut durchkommen. Und das sollte dann eigentlich auch gehen, denke ich. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Oh. Wait, what? Alter! Wieso haben die plötzlich so gute Waffen? Ach, das hat mit dem Level zu tun, ne? Das hat mit dem Level bestimmt zu tun. Wieso brauche ich Beweglichkeit? Okay, ich brauche Beweglichkeit 2 für eine andere Waffe. Ich habe schon umgeskillt, ne? Gebot, was haben wir denn hier? Guck mal, 138, ja, Ring. Was kostet der überhaupt? 208. Ah, ich habe gar nicht so viel. Doch, ich habe Geld.
Aber das ist schon eine teure Nummer. Ich bräuchte eigentlich auch was, wo ich mit Mana regenerieren kann. Inquisitionsgewänder. Elementarresistenz, wobei der Hut irgendwie scheiße aussieht. Arztmaske. Wo haben wir denn Ausdauer 2? Das wäre natürlich auch eine nette Ausrüstung. Ja, preislich gesehen alles zu teuer. Okay, für die 15er brauche ich 2 Willenskraft. Das ist schon fies. Aber ich glaube, den Ring, den können wir uns, glaube ich, holen. Würde ich schon fast sagen. Der wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, denke ich. Wenn wir uns den schnappen würden. Den Nasring. Säumung geht hoch. Sonderzung geht aber runter. Angriffszielzorn. Magisches Schild geht aber hoch. Kaufen und ausrüsten, ja. Verkaufen. Was haben wir denn hier? Die will ich jetzt erstmal behalten. Den will ich auch erstmal behalten. Rostiges Rapier. Wer hat das denn ausgerüstet? Novizenring, den können wir eigentlich auch nicht verkaufen. Ich müsste gucken, wer den tragen kann. Wenn die begleitet, warte mal, kann Serena, kann die... Ne, Sirona? Wie heißt sie denn jetzt? Ach, sie kann gar keinen Hut tragen. Ah, okay. Was kann sie denn hier überhaupt tragen? Das Rapier? Ach, das geht aber höher. Qualität 61. Aber was hat die Qualität mit dem Schaden zu tun? Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Okay, das heißt, sie kann keinen Hut tragen. Die können wir verkaufen. Verschließender Gardenwams, da können wir auch einen von verscheuern. Musst du gucken wegen dem Logo, da müssen wir am besten eins von aufheben. Arms des Glücks, das würde ich definitiv behalten. So, Handschuhe, das haben wir ausgerüstet, das gibt Handwerk Plus, das behalten wir. Die würde ich auch erstmal behalten, die können wir wegpacken, weil das ist grau. Können wir auch wegpacken. Magie, Explosionsschild. Würde ich auch eigentlich erstmal behalten, würde ich sagen. Speichern wir mal eben. Warte, ja, wir rüsten den mal aus. Warte, wo war das jetzt? Was war das? Die Halskette war das, ne? Die hat Giftresistenz. Er hat gar keine. So. Welcome. It's such a... Have you seen anything? So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Thank you for your visit. See you soon. Versteck dich in der Nähe. Wo soll ich mich denn verstecken? I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards.
Yield without a fuss, and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows? Do you think we're pushovers? Ja, den haben wir gerade gut weggekloppt. Also gab so viele. I'm eternally grateful, Your Excellency. You saved my trade and my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, and this is the first time they told me his name. If they let it escape, it was only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. Kann ich denn jetzt looten oder sind die despawned? Ne, da ist noch was. Weil in der Arena konnte ich die ja nicht looten. We must find this Egon. At the barracks, perhaps. I doubt our man goes openly by that name. It is the silver coin. You'll find all you need in our selection. Whatever you need to be. Richtung Kaserne. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for the alcohol. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Und warum ist der Totenkopf? Welches Level haben die denn bitte? Reichen die anderen dann eigentlich auch? Ja, tun sie. Aber das finde ich dann doch schon ziemlich hart, ne? Also wenn das jetzt schon Totenkopf-Level ist. Ich habe gesagt, wir sind Level 8, ne? Dann, was ist der dann? 10, 12, 20? Irgendwie auch was dazwischen? Who are you? You're following me? Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless,
You were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. Dieser Ring, der ist einfach overpowered. Have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. Er backt gerade. Aber wir haben jetzt auch plötzlich Waffen, die wir nicht ausrüsten können, ne? Aber wir tragen doch Zweihandwaffen. Warum kann ich die denn nicht ausrüsten? Ich kann keine von denen benutzen, weil ich... Das ist Einhandwaffe. Einhandwaffe? Zweihandwaffe? Warte mal. Wäre... Oder haben wir die... Ne, warte, was ist hier? Ach nein, das sind schwere Einhandwaffen, die wir ausrüsten können. Ah, okay. Wo kriege ich denn Zweihandwaffen? Oder kann ich das mit dem hier gar nicht skillen? Schwere Zweihandwaffen. Ah, okay. Alles klar. Dann habe ich das verstanden. Das kann ich erst nutzen, wenn ich das geskillt habe. Das heißt, den könnte ich jetzt zum Beispiel noch 2 Punkte reinsetzen. Dass wir zum Beispiel Einhandwaffen tragen können. Und was habe ich denn jetzt auf Y? 3 Magiekosten. Wütender Magieangriff. Okay, das heißt, ich kann nur Äxte und sowas erstmal nutzen. Kann ich dir einen anderen Ring geben? Nee, die hat eine Waffe. Und ich wunderte mich jetzt schon die ganze Zeit, warum ich das nicht machen kann. Ja, dann müssen wir so hin, ne? Wegen Manfred. Wegen der einen Quest. Wir machen uns in der neuen Stadt direkt erstmal neue Feinde, so wie es gehört. Ich hoffe, dass das im zweiten Teil irgendwie abändern, ne? Mit diesen Skill-System, dass sie da das ein bisschen verändern. Vor allem, ich muss gewisse Fähigkeiten skillen, damit ich überhaupt irgendwo herlaufen kann. Finde ich so ein bisschen doof. Warum brauche ich Stärke, um über einen Balken zu laufen? Das finde ich so ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. So, wo ist denn jetzt der blöde Eingang? Das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ne, wir wollen erstmal runter zu dem einen Typen. Darüber zu dem einen Typen. We are quite alone now. You may speak to us.
Raina was indeed a member of my company, and an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. It wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raina wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret, elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions, alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Raina, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I conducted my investigation on the extortion organized by certain members of the Guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them, as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty? Or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency. Take this, on behalf of the Guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the City Guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? No, thank you. Und Stufe 9. Nice. So, Fähigkeitspunkte. Oh, Schattenwirkung kann Feinde aus größerer Entfernung treffen. Dann nehmen wir das doch mit. Ja. Ach ne, warte mal, ich wollte ja Richtung... Ich wollte die Einhandwaffen mitnehmen. Muss ich gleich dran denken, wenn wir dann nochmal zu dem Punkt kommen, dass wir das mitnehmen. So, nehmen wir das mit, dann haben wir das schon auf 2. Da müssten wir eigentlich auch noch einen Punkt reinsetzen, dann haben wir im Endeffekt 3 Charisma-Punkte. Weil wir haben jetzt durch den Helm oder durch den Hut müssten wir 3 haben, deswegen bräuchten wir das nicht. Stärke, Wissenschaft. Schlösserknacken müsste ich eigentlich auch 2 skillen. Dann können wir das nämlich auch durch die Sachen, die wir haben, austricksen. So, hier bräuchten wir erst so, das ist der hier, Attribute. Da habe ich auch keinen Punkt, erst mit Level 10. Da müssen wir dann, was habe ich gesagt, Willenskraft? Ne, mentale Kraft war das, glaube ich, ne? Was war das denn fürs Amulett? Das hier war das. Müssen wir Willenskraft skillen, dass wir das hochbekommen. So, jetzt müsste ich nämlich normalerweise... Obwohl, habe ich den Hut überhaupt auf?
Liegt da gerade noch nicht so ganz durch bei dem Game hier. Wir sind noch bei allen dreien, sind wir immer noch verdächtig. Wow. Wow, wie verdächtig wir sind. Die Beziehung sieht sehr schlecht aus. Schaffe Informationen über das Phantomregiment. Ja. Gib mir nochmal die Karte. Das ist Obergeschoss. Ich wollte jetzt nochmal auf den Hut. Ich wollte auf die Ausrüstung. Da haben wir 2 Punkte, das heißt, mit denen haben wir jetzt 3 Punkte geskillt. So, jetzt muss ich gucken. Erste Tür rechts. Und dann die zweite. 1, die hier. So, Herr Kollege. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Warum habe ich nicht Charisma geskillt? Soll ich kurz sprechen lassen? Wir haben ja vorgespeichert. Are you certain you don't know where this Phantom Regiment camp can be found? Absolutely certain. And to be honest, I hope I never hear about this matter again. Rainer was one of my recruits, Lieutenant. A young man that I admired. He was killed. His death was disguised. We've been lied to time and time again. Thanks to my friend, we finally learned that the boy had rejoined the Phantom Regiment. And so now, you're gonna tell me all you know without being a weasel about it. Trust me, you don't want me to lose my nerve. But, Captain, Now! I've seen the regiment. Oh, es gibt einen Rufpunkt weniger. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems, and our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back-alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rainer isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. This story is making me sick. Poor Rainer. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, 2 of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. Weiß ich natürlich jetzt nicht. Fortschritt in der Hauptquest. Cool, ja. Ich wollte mal eben kurz auf den Desktop gehen, gucken, ob da ja das Update, was da ja kommen sollte. Wenn da eins kommt, also ist da irgendwie eins geplant, ob das für das eine Spiel schon da was gekommen ist. Nö, anscheinend kommt da auch kein Update heute. Schade eigentlich, jetzt gerne weitergespielt, aber gut, wenn es nicht kommt, dann kommt es eben nicht. So, können wir noch mit Kurt sprechen? Greenblood, my friend. Do you need something? You seemed really attached to Rainer. He brought some memories back. I was a bit like him at his age, and I felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why?
Don't tell me you're jealous of this poor kid. Not at all. But your attitude towards him seems almost fatherly. I wondered if you ever thought about having children. Not really. I'm a soldier's child, and I wouldn't wish that on my worst enemy. But never say never, right? Anything else? You told me that you enlisted at a very young age. But do you have any pleasant memories of your childhood? Some, yes. Why? What kind of memories were you thinking about? Why don't you tell me about your first love? There isn't much to tell. It was pretty soppy, like most childhood flings. You know what I mean. I think I remember you making eyes at some dandy not so long ago. Oh, Kurt, how can you be so naive? I was only looking at that young idiot to make you feel jealous. Please, you were but a child. You weren't into old geezers like me back then. Anything else? I must leave you. Wie alt ist ihr denn? Wir haben ja auch gar keine Info darüber, wie alt unser Charakter ist im Endeffekt, ne? Aber ich würde die so... ihn würde ich vielleicht Richtung 30 tippen. Sie so vielleicht Mitte 20 vielleicht. Ist er relativ jung? Also ich weiß nicht, ob es da Infos zu gibt zu den Alter von den Charakteren. Wir werden mal eben zum Lager zurückgehen, dann werden wir die Begleiter mal wechseln und dann werden wir Vasco unsere Hilfe anbieten. Mal gucken, was dann kommt. Oh, falsche Richtung. Die schwitzen immer noch, die trainieren 24/7. Ja, die wollen halt was Besseres werden. Ja, anscheinend werden wir jetzt hier dauerhaft angegriffen, so wie es aussieht. So, wo ist denn mein Lager? Da will ich rüber. Und können wir nicht erstmal die Hauptquest die Nebenquest mit dem anderen machen? Weil wir haben mehr Zeit heute, deswegen können wir es ein bisschen ausnutzen. Danke. Was habe ich denn bekommen? Ich habe einen Hammer bekommen, den ich nicht nutzen kann, weil ich die Kraft nicht dafür habe. Wollt ihr mich verarschen? Das ist so ein Witz. Den können wir... Ach ne, den trage ich ja momentan, ne? Ist das Problem. Großer Nebeltrank. Ausdauer. Das ist aber, glaube ich, was anderes. Gegengift behalten wir mal. Resistenz auch. Magietrank. Tränke müssen wir mal gucken. Starkes Wiederbelebungspulver. Ah, cool. Aber ich kann die ja nutzen, ne? Munition brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich kann die ja nicht nutzen. Die Sachen lassen wir mal hier, die brauche ich nicht. Prachtvolle Feder. So, ich sollte doch irgendwas hier bekommen. Werkzeug verwenden. Ne, das war ja die Waffe, ne? Okay, was passiert, wenn wir nach oben gehen? Was ist das hier? Warte, wir haben ein Bett für 4 Personen? Ja, das wird ja kuschelig. Hat sie noch irgendwas?
Do you need something? I must leave you. See you later. So, jetzt müssen wir gucken, wie kann ich denn die Gruppe verändern? Schlafen? Nee, ich wollte jetzt nicht schlafen. Ich wollte die Gruppe anpassen. Eine Gruppe zusammenstellen. Vasco packen wir. Zufügen. Achso. So, Vasco, nochmal. Desarde. I've always hoped to one day find out my biological family name. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. Could you go there and bring the file to me? Of course. But you'll have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Naughts to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Naughts are still my family. Don't worry. We'll be discreet. Verdächtig. Freundschaft, oh, guck mal, da kriegen wir auch nochmal einen Bonus, ne? Sehe ich gerade, kriegen wir auch nochmal einen Bonus. Spiel das Hafenamt aus, machen wir. Wir müssen nach unten. Dann muss ich aber gleich die Ausrüstung wechseln, ne? Ich müsste dann mit Vasco eigentlich die Sachen tauschen, damit ich das... Ich speichere mal vor, weil ich nicht weiß, ob wir das vorher auch machen können. Lass mich schauen. Warte. Doch, da ins Menü. Was haben wir denn da? Haben wir Gardenwams drauf. Was hat er denn da drauf? Blaues. Ich glaube, das ist nicht das Richtige, was wir haben, ne? Das müssten wir anziehen. Kann ich den eigentlich ausrüsten? Ah ja, guck, er hat eine Schusswaffe dabei. Das heißt, mit ihm hätten wir eine ganz andere Gruppe dann im Endeffekt. Kann ich dir... Ach, ich habe die Waffen ja weggepackt. Haben wir hier nicht noch einen Händler? Da ist noch einer. Ach, da kann ich nichts kaufen. Oh, du bist nutzlos. Ja. Oh. Aber ich kann keine Tränke sonst bei dir kaufen, ne? Problem ist halt, ich kann die Waffen nicht tragen, weil das einfach andere... Da brauche ich Kraft 1 zum Beispiel. Die kann ich nicht tragen. Wir können aber nochmal gucken wegen dem Amulett. Ich wüsste, wo das war. Da. Willenskraft 2 brauche ich. Habe ich das nicht geskillt? Kostet mich aber auch gerade aktuell 200 noch was. Oh, Lebenspunkte, Heilung. Die könnte ich mitnehmen für meine beiden Begleiter. Weil die haben nämlich keine drin. Nein, nicht Magie. Wieso kann ich den... Willst du mich verarschen? Warum können die das nicht tragen? Okay, dann brauche ich die nicht kaufen. Dann lasse ich den Spielstand. So, kein Geld dafür aus, wenn ich das nicht tragen kann. Aber ich verstehe nicht, warum das nicht kompatibel ist. Vielleicht wollte man das eben nicht. Das kann auch sein. Da haben wir den Wams jetzt nochmal getauscht. Da habe ich 2 von. Da könnte ich einen... Achso, das ist das verschlissene Gardenwams, ne? Aber den Schlaftrank können wir auf jeden Fall holen. Für den Fall, dass wir welchen brauchen. Ja, ich will erstmal was verkaufen. Dann können wir einen von den... Wohnungshut will ich nicht verkaufen. Einen können wir von denen verkaufen. Handschuhe, Handwerk will ich behalten. Wenn ich die damit so nicht ausrüsten kann, kriegt mir das so oder so nichts.
Den Ring kann ich ja auch nicht kaufen. Das Problem. Ach, warte mal, er hat doch hier Tränke, sehe ich gerade. Hat doch Tränke hier. Gegengift, Rüstungssalbe, Heiltrank. Wie viel habe ich denn davon? Machen wir mal... Ne, ich will ja nicht... Wie viel habe ich denn? Ich will wissen, wie viel ich ja habe. Stärke, Magietrank. Nebeltrank wäre auch nicht schlecht. Kannst du mal nicht übertreiben, so viel Geld haben wir auch nicht. Aber es ist doch ganz schön dunkel, ne? Ich muss mal gucken, ob ich das heller einstellen kann. Video. Warum habe ich das nicht ultra stehen? Das ist wesentlich angenehmer jetzt, ne? Es ist wesentlich heller. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a knot and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search? It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. Cool, ich brauche noch 2 Schlaftränke. Ich habe gerade welche gekauft. Jetzt reicht es nicht. Ich hätte doch besser 4 gekauft. Gut, ich brauche Schlaftränke. Hast du welche? Ich kann nachts nicht schlafen. Ich glaube, wir müssen Feli auch welche machen. Dann kann sie auch mal durchschlafen. Wo ist der Typ, der mit dem Bottle? Falsche Taste. Oben. Ich muss vorher speichern, bevor wir mit ihm reden, dass wir den auch überzeugt kriegen, dass der uns hilft. Geradeaus durch. Ja, wann hat Kurt jetzt die Info dazu, ob das jetzt funktioniert? Wo ist... Nochmal den Laden hier durchsuchen. Ja, Inspektion hier. Hallo, hier wird die auf den Tisch gestanden? Okay, sie ist Magierin einfach. Sie hat einfach Levitieren geskillt. Ich bin besser als ihr. Ich kann levitieren. Eine Hexe! Verbrennt sie! Warte, geht mir doch mal aus dem Weg hier, damit ich hier rüberlaufen kann. Ich weiß doch jetzt nicht, wo der Typ ist. Wo ist dieses Scheißbordell denn? Ach, die Schenke ist direkt neben dem Dingens hier. Ich muss zum Untergeschoss. Ich sage, das ist so ein... Jetzt steht sie wieder richtig. Ja, wo soll der jetzt hier sein? Das meine ich halt, ne? Das ist so unübersichtlich manchmal. Hier müsste es dann runtergehen.
Das heißt, der müsste hier irgendwo sein. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you are sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. San Mateus? I would have to recruit. But yeah, that would be interesting. So then, we agree? Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery. Seasoned. Now, give me the sleeping potion. Wir sind jetzt bei 2,30. Gucken wir bei 2,20, 2,25. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. Aber doch schon. So, was muss ich denn jetzt machen hier? Wo ist meine Quest? Ja. Ja, ich sag ja nur. Gehen wir eben hier alles durch. So, wo ist meine Quest hier? Kehre zum Hafen zurück, wenn du bereit bist. Ich mach's Licht aus. Falsch abgebogen. Ach, hier hätten wir auch durchgehen können, sehe ich gerade. Dann speichere ich aber nochmal vorher, bevor wir das machen. Nur um sicher zu gehen, dass das auch alles funktioniert. Dieter's girls will arrive later tonight. We can wait here if you're ready. We'll wait for Dieter's girls to do their work as planned. Then we'll enter. Very well. It's definitely the safer option. Dieter's girls are gone. Your guard should get a good night's sleep now. You should go. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Disarde. Okay, wo soll ich jetzt suchen? Ja, wir gehen jetzt alleine, ne? Ne, Vasco ist mit dabei. Aber wo soll ich jetzt suchen gehen? Das wäre ganz gut zu wissen. Da oben in der Ecke ist das. Wir haben gespeichert, ne? Kann ich da einfach rein? I don't have the key. Ah, ich muss Schlösser knacken. Was ist denn hier? Ja, das ist hier. Müssen mal eben. I don't have the key. Das ist auch Schloss knacken. Locked. Locked.
Habe ich Schlösserknacken verlernt? Was? Das war eine dumme Idee. Ich glaube, das war das, was wir vorhatten, ne? Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Dass ich das rausgenommen habe. Das ist uncool. Okay, hat sich erledigt. Ich habe einen Hafenschlüssel gerade gefunden. Nee, ich habe Schlösserknacken rausgenommen. Eine Fähigkeit, die ich eigentlich brauche. Ja, ich weiß, du sollst den Schlüssel verwenden. Ja, aber das war ganz doof, weil das hätte ich eigentlich gebrauchen können. Kann ich die nicht plündern? Ich will die ganz gerne plündern. Wo ist diese dumme Akte? Und die pennen einfach, ne? Also die müssen echt guten Schlaf haben. Ich habe den Schlaftabletten gegeben. I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Wonderful. You did everything perfectly. So, let's see what this file can tell us. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes. I must admit that I had no idea they had given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. Desarde, can I do anything for you? I must leave you. Ja gut, ist die Frage, hat Kurt jetzt irgendwas Neues? Green blood, my friend. Do you need something? Da ist nichts Neues dabei. Okay, dann direkt wieder umrüsten. Also, was haben wir denn hier? Magieresistenz? Wir können auch noch irgendwas in diese Dinger reinmachen, ne? Aber da weiß ich jetzt nicht, was das ist. So, alte Länder, Governance. Mission, das ist Lager. Da will ich aber jemand anders mitnehmen. Wenn wir den Häuptling suchen. Warte mal, was haben wir denn jetzt als Hauptquest aktuell? Langsdorf. Die Schlacht der Roten Speere. Dann nehmen wir Dings jetzt mal eben mit. Und gehen dann ins Dorf. Kurt behalten wir mal, weil der momentan als Tank fungiert. Packen wir Vasco erstmal raus. Wie ich sagen, und dann gehen wir Richtung Schlacht.
dass wir mit ihr dann fest weitermachen können. Weil ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis Kurt da irgendwelche Infos bekommt. Kann auch sein, dass das erst dann kommt, wenn wir wirklich mit allen gesprochen haben, wegen der Hauptquest, wegen dem Abschnitt. Aber ich meine, wir müssten, glaube ich, noch 1 oder 2 Begleiter bekommen. Bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall müssten wir einen bekommen. Das war noch eine Frau, die wir bekommen haben. Die mochte ich irgendwie nicht. Die war mir so ein bisschen zu komisch. So, was habe ich hier? Triff dich mit dem Governor. Ja, was habe ich hier? Ach, das sind 3 verschiedene Wege, die wir haben. Okay. Dann machen wir das erst mit ihr. Wir bestehen aus mehreren miteinander verbundenen Regionen. Okay, es gibt auch Karawanen, aber wir gehen jetzt erstmal so, würde ich sagen. Ne? Also wir machen das jetzt erstmal so. Und gehen dann ins Dorf. Was ist ein Vulkan da hinten? Da warten schon irgendwelche Leute darauf, dass die uns angreifen können. Ja, die ist so eine Art Kampfmagierin, ne? Also was wir im Endeffekt auch sind. Okay, wir müssen nach oben. Aber wir können noch gucken, ob wir hier was finden hier. Wenn was zum Sammeln gibt oder so. Da ist noch was. Das ist aber eine Kreuze im Endeffekt. Also nichts Weltbewegendes eigentlich. Hier haben wir eine Mühle. Reiche alte Stiefel, rostiger alter Säbel. Kann ich auch nicht betragen. Toll. Nur brauche ich wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, die sind ja noch schlechter als unsere. Ein Lager im Wald. Cool, Händler. Ich werde verfolgt. Kommt ihr dann jedes Mal, wenn ich dann hier die Reise fortsetzen will? Ich denke mal ja. We are arriving in my mother's village. Get ready. There are wild beasts around it. We must be careful. The guys rad. You want spears and know how to defend themselves. But we must be careful of the way they Und wir sind fast Level 10. Nicht schlecht.
Mit den Pflanzen kann ich jetzt nicht allzu viel anfangen, aber die kann man zur Not auch verkaufen. Was habe ich hier? Ah, okay, Lagerplatz entdeckt. Okay, cool. Das heißt, die müssten wir dann auch absuchen. Und die Karte haben. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Aber wir müssen doch so in die Richtung. This is where the spears of all past warriors are gathered. The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. Do you want to trade? Nee, eigentlich möchte ich nicht traden, aber danke. Ich gucke eigentlich nur, ob hier jemand eine Quest für uns hat. Aber ich muss da hinten rüber. Was ist denn die Karte? Oh, guck mal, wie viel wir da noch haben zum Erkunden. Ja, das ist eine Menge. Dann gehen wir mal wieder schön zurück und erkunden erstmal die Karte. Weil wenn ich dann nachher irgendwo hin muss für eine Quest oder so, dann sind wir direkt da. Dann brauche ich da nicht erst Ewigkeiten suchen. Nein, ich möchte nicht traden. No interesting on trading. Da kann ich nicht hoch. Aber nicht hoch. Ich muss da irgendwie außen rumlaufen. Oder komme ich da durch einen anderen Weg hin? Vielleicht kann ja auch sein, dass man erst einen anderen Weg haben muss, dass man da hochkommt. Ne, ich komme hier nicht hoch. Okay, das heißt, ich komme da gar nicht hin. Das ist jetzt Beschiss, ne? Ja, dann muss ich doch die eine Quest erst machen. Ja, wir kommen gut voran. Ich habe jetzt auf leicht runtergestellt, damit wir relativ zügig durchkommen. Weil das Kampfsystem ist so, naja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich will halt die Story relativ zügig durchbekommen. Ich will halt bis zum 21. durch damit sein. Weil ich eigentlich vorhatte, demnächst erstmal nur noch ein Projekt zu streamen. Mit dem Koop sind es dann halt 2. Und dann halt gucken, dass ich die restlichen Projekte, die verschiebe ich dann auf die Aufnahmen. Aber ist leider heute doch kein Update gekommen zu dem Einkaufsspiel. Sollte da ja eventuell heute ein Update kommen, dass man dann einen Begleiter bekommt, der einen hilft. Weil ich denke, das werde ich jetzt auch erstmal pausieren, bis dann das nächste Update kommt. Und dann nachher, wenn ich dann Zeit habe, bisschen die Regale fertig machen, alles auffüllen, vorbereiten. Und dann mal gucken, wie ich dann weitermache. Aber wir kommen hier relativ gut durch. Wäre sogar ein Spiel für dich. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I am the emissary of the Congregation of Merchants. I have come to meet your leader. Come now, Arwand, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekid Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them. And avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Und vorhin kommt von dem Teil, dies ist dann noch der zweite Teil. Aber ich weiß nicht, wann der kommt. Ich weiß nur, dass da ein zweiter Teil kommen soll, eventuell dieses Jahr. Und dann, wenn der raus ist, würde ich den auch spielen. Das wird dann die Vorgeschichte zu dem, was wir jetzt haben. Wie soll ich denn direkt da hinkommen? Ich komme doch gar nicht da hoch. Ich habe die Sachen hier oben noch gar nicht erforscht.
Ach, warte mal, kann ich hier drüber hoch? Ich glaube, ich kann hier drüber hoch. Weil den Teil, den wir jetzt spielen, ist ja das danach, wo jetzt der zweite Teil kommt. Die Vorgeschichte von dem hier. Und ich sag mal so, bis auf das mit dem Kämpfen ist das Spiel eigentlich echt gut eigentlich. Also, ich habe es einmal durchgespielt und war sehr begeistert davon. Und ich habe damals einen Jäger gespielt, also so ein Charakter, der mit Pistole und Schwert kämpft. Jetzt haben wir auch die ganzen Sachen hier. Und jetzt spielen wir in dem Fall einen Magier, der etwas einfacher ist, weil du halt die Rüstung dann des Gegners umgehen kannst. Und da ich jetzt runtergestellt habe, komme ich auch relativ zügig voran. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. Ja, dann gehen wir... Habe ich den hier links, rechts? Dann gehen wir da lang. Thanks for listening to me. I fear my mother may have already thrown herself into the battle. Das Einkaufsspiel ist zwar ganz okay, aber jedes Mal dieses Aufgefülle, das geht mir so auf den Sack, weil das so Ewigkeiten dauert. Und ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich in Zukunft auch die Spiele einfach nur auf leicht oder sowas durchspiele. Weil ich will die Story einfach nur noch sehen. Oder auf normal zumindest. Wenn man halt überhaupt nicht vorankommt, dann wirklich zu sagen, man stellt komplett runter. Das Yuffie DLC will ich auch noch spielen. Das muss ich auch noch durchspielen. Ich glaube, das machen wir morgen, wenn ich Zeit habe. Spielen wir morgen das Yuffie DLC durch. Angeblich soll das nur 4 Stunden gehen. Achso, warte mal. Ich wollte noch einen Punkt aufheben, damit wir Einhandwaffen nutzen können, ne? Weil da weiß ich nicht, ob wir das nutzen können, weil wir Kraft brauchen. Aber dann können wir zumindest andere Waffen benutzen. So, wir brauchen Willenskraft Level 2, damit ich nachher das Amulett kaufen kann. Und Talente kriege ich erst mit 13. Da wäre schon ganz cool, wenn wir das nehmen könnten. Oder, ne, dann nehmen wir Schlösserknacken wieder mit rein, ne? Weil das habe ich momentan gar nicht. Ja, deswegen ja. Es fängt an, so ein Punkt ist jetzt so, wo es sich sehr zäh anfühlt. Und wenn du halt keinen hast, der dir hilft, ist es schwierig, dann wirklich voranzukommen. Klar, ich möchte alle anderen Sachen auch sehen. Und möchte gucken, was es da noch gibt, was man noch an Produkte hat und so weiter. Ich möchte halt auch wieder die Kasse machen und so weiter. Aber wer füllt denn auf? Es ist keiner da, der auffüllt. Und deswegen will ich das jetzt erstmal pausieren. Aber ansonsten macht es halt Spaß. Also wenn du am Anfang bist, da hast du halt nicht viel, wo du mit zu tun hast. Du hast nicht so viele Sachen. Es geht halt relativ zügig. Warum kann ich nicht blocken? Da macht das halt Spaß. Aber wenn du jetzt halt, ist das Problem, du bist halt, ne, so wie du sagst, ne, gehst rein, füllst auf, gehst rein, füllst auf. Vorher haben wir doch die Kasse noch gemacht. Jetzt ist halt so, du füllst nur noch auf und stehst dann rum, wartest drauf, dass du was tun kannst. Und das nimmt mir so langsam den Spaß, deswegen will ich es jetzt erstmal pausieren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da heute was kommt. Weil gestern gesagt worden ist, eventuell kommt heute ein Update. Und wollte das dann nochmal zocken ein bisschen, aber das wird mir dann jetzt auch zu viel. Wenn ich jetzt fast eine Stunde brauche, um nur aufzufüllen oder eine halbe Stunde, ja, das ist jetzt nicht der Sinn der Sache im Endeffekt. Das ist mir dann auch zu doof, ehrlich gesagt.
You are too late, Ciara. Mother has fallen, and we are defeated. No, no, no. This is not fair. I am so sorry. Who is this woman? She resembles one of us, but is dressed like a Renaigze. I'm the ambassador of the Congregation of Merchants. I am sorry for your loss. The congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Esel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. We got here as fast as we could, I assure you. And we have fought by your side. Listen, after a battle, whether lost or won, the elders say that we must return the dead to the earth. And tend to the wounded. She is right, Iselt. This is no time to continue the fight. Truly spoken. You are right, and you know our traditions. I feel weak. You need to return to the village and care for your wounds. We will watch over the others. Thank you. I'll see you again, Ciara. Thank you for soothing her anger. We must tend to the wounded now. And find my mother. Or her body, if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan. Alle Überlebenden, was? Soll ich das denn machen? This way. There is a survivor. Let's heal him. Oh, ach da. You can walk now. Return to the village. Oh, da verballe ich meine Heiltränke für. Uff. Over there. I think that man is still bleeding. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwant. He will take care of you. These ruins are very strange. By what name did you call this place again? Ja, Samstag geht's weiter. There was a battle in the past. A great victory for our clans. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes. It means ruins of the first guardian. I would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. You now have enough strength to return to the village. Find Arwant. He will take care of you. Elevator 2, ich habe da gesehen, dass das viele Let's Playen und Videos zu machen, aber reingeschaut habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Also ich habe gesehen, dass das sehr viele machen und dass das wohl auch sehr gefragt ist wohl, aber ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Aber wenn das was Interessantes ist, ein Koop-Game ist, dann Costa Quanta, Fragezeichen, Early Access Game, Fragezeichen. Wann zocken? Was? Wann machen wir die Sachen? Ne, ich muss ja erstmal noch die Leute hier finden. Aber so von dem Game habe ich jetzt nichts mitbekommen. Also ich habe gesehen, dass das viele machen, aber ich habe jetzt nicht da reingeguckt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht, was das für ein Genre ist. Alter, wie willst du den denn finden? Warte mal, wir haben ein paar neue Sachen bekommen.
Ja, genau, das meine ich halt. Ne? Also wir brauchen halt Beweglichkeit und sowas, dass wir die nutzen können, die Sachen, ne? 60er. Sehr nice. Schöne neue Rüstung in dem Fall. 100, obwohl, das ist sogar noch besser. Oh, ich wünsche mir so einen Transmogger einfach in den Spielen, ey. Das ist so... nicht irgendwie besser. Was haben wir denn irgendwo nochmal Fähigkeitspunkte extra drauf? Elementarresistenz. Chance auf Beute. Die will ich ja nicht. Ich guck gleich. Ich kann es ja schon mal reinschreiben. Ich muss mal eben hier kurz nach der Ausrüstung gucken. Morgen habe ich auch nur diesen einen, ne? Hals habe ich auch keinen. Gut, habe ich irgendwas Neues. Definitiv nicht. So, was kann ich... Kann ich die denn ausrüsten? Elementar- und Giftresistenz geht runter, aber Rüstung und Gleichgewicht geht hoch. Eine Jägertunker an. Den kann ich dir nicht geben, das brauche ich fürs Handwerk. Falls ich das mal brauche, dann muss ich den behalten. So, was ist mit dir? Und wie hat er die Sockel da reinbekommen? Oh, sehr schön. Der kriegt auf jeden Fall ein Upgrade. Elementarresistenz, Banditenhut. Sorry, Gerd. Das sieht so scheiße aus. Aber gut, okay. Er kann's ja. Ja, so. Ja, da muss ich mir das erstmal angucken. Dann ist Early Access oder ist das schon ein fertiges Spiel? So, was haben wir hier? Ne, die Königin. Was haben wir hier? Ich suche die Ruin. Ich würde sagen, wir gehen hoch und dann suchen wir die Königin. Das ist ja ein Abverstand im Endeffekt. Ist voller Release. Dann muss ich mir das erstmal angucken, weil 40 Augen ist dann doch ein bisschen teuer, weil ich muss da jetzt Geld sparen. Weil, ja, jetzt, ne, wenn das stimmt mit der Kurzarbeit, dann habe ich sowieso keine Knete. Ich muss die ganzen Rechnungen und sowas dann auch zahlen. Ich meine, du weißt es ja selber. Was den Scheiß ja leider auch. Na, sonst hätte ich gesagt, ja komm, das holen und dann lass uns das mal anschauen. Aber, ich werde mir das angucken. Ich habe nämlich ein paar Leute, die das zocken. Und dann will ich es auf die Wunschliste packen, wenn das mich anspricht. Aber ich glaube, ich muss das erst selber ausprobieren. Und dann, wenn es im Angebot ist, dass man das vielleicht dann holt. Weil 40 € sind mir echt zu teuer, ganz ehrlich. Das ist mir zu viel Geld. Also ich habe jetzt Horizon Forbidden West bestellt. Das habe ich auch nur vorbestellt, weil ich diesen Ausgleich bekommen habe. Und sonst hätte ich es jetzt auch nicht bestellt. Also jetzt nicht vorbestellt, weil das waren jetzt auch, glaube ich, 50 € oder was. Und das war jetzt auch schon eigentlich ein bisschen viel. Weil ich wollte eigentlich jetzt weniger Spiele kaufen. Weil ich habe jetzt noch so viele Spiele, die ich machen möchte. Und wir müssen mal gucken, dass wir die Steam-Bibliothek verbinden. Weil wenn ich Spiele habe, die du spielen willst, dann müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie verbinden. Dass du das nicht extra kaufen brauchst. Das muss ich mit Nadia auch noch machen. Wenn die ein Spiel hat und ich nicht da bin, dass die dann halt das spielen kann. Oder haben die das rausgenommen? Dass man das noch machen kann. Weil 40 € ist schon eine harte Nummer. Muss ich so sagen. Das ist schon viel Geld. Machen wir erstmal das hier. 40 € ist dann, ja, viel. Sagen wir mal so. Müsste man mal ausprobieren.
beg of you, help me. Still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, What have you done with my mother? Pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Siora! Stop! Look at yourself. You're acting like a beast. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. The Queen. They took her. Then she must still be alive. They wouldn't have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. If your Er mother sieht is so in komisch the aus mit hands dem of the Turban. bridge, they'd have taken her to their closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. Muss ich erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Dann muss ich auch mal gucken, wie ich da reinkomme mit den Ruinen. Okay, warte mal, da ist ein Eingang. Nee, die Ruine ist hier oben. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe falsch. Hey, hier ist auch was. This is the first time I've seen these drawings so closely. You have never come here. You certainly seem to know the place. This site is sacred and taboo. Everyone knows where it is, but no one ever comes here. All these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about? Of those who built these lodgings. That my ancestors vanquished in a past war. You know who they were? I only know the legend. The legend of the Kid and the Daiges. I'm listening. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. They dug great caverns into the earth, ripped down our forests, destroying everything in their wake. They were evil. The warriors killed so many people that even their own people came to fear them. Here they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and death. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. He was taller than a city, and with each step it smashed a lodging. It was a guardian of Rat, and the city could not resist him. Since then, the earth answers our call for magic, and in exchange, we become Almanawi, in keeping with the pacts our kings and queens once made. It is a very sad and terrible legend. I wonder who these people from the sea could have been. A people from the continent, no doubt. Our Malachor might well be the cursed result of that war from another age. We have nothing more nor anyone else to find here. I must report all we've learned to Constantine. Dann ist das Problem, dann kaufst du halt wirklich ein Spiel für 40 Orken und dann hast du nachher das Problem, dass es dir nicht gefällt. Oder dass es doch nichts ist. Deswegen mal abwarten, was da noch kommt.
need a bit of practice. Elternstufe 3, ja, ciao. Sag doch gleich, dass unser Charakter scheiße ist und keinen Skill hat, ey. Gibt's ja gar nicht. Ich hoffe, dass die das an dem zweiten Teil rausnehmen, dass die das nicht reinmähen. Ich finde das so doof. Ja, weil, guck mal, wie viele Spiele haben wir jetzt gekauft, die beschissen waren? Gegen was muss ich denn jetzt hier kämpfen? Aus Regan zum Beispiel, die waren jetzt relativ günstig, aber der mit Wildlands, der war jetzt nicht so der Burner. Die ersten beiden Teile waren wirklich super. Viele Spiele, was? Ja, dass du das Spiel kaufst, was nachher scheiße ist, ne? Für 40 € dann in den Sand gesetzt, Spiel scheiße, macht keinen Spaß. Das hatten wir jetzt schon so oft bei den Spielen, ne? Vielleicht solltest du dir einfach die Regel setzen, dass du ein Spiel streamst, das durchspielst und dann das nächste machst. Und wenn du 5 Stück durchgespielt hast im Monat, kaufst du die nächsten 5 Spiele. Ich habe davon zu viele Spiele gekauft, die keinen Spaß machen. Ja. Ich habe auch noch so viele Spiele, die ich gekauft habe und nicht durchgespielt habe oder nicht mal angespielt habe. Wie Palworld. Ich habe es gekauft und ich habe es noch nicht einmal gespielt. Aber ich wollte es ja auf dem Stream spielen, aber da so viele davon gespielt haben, habe ich gedacht, nee, lässt es lieber. Und wartest eine Weile und spielst dann halt was anderes. Und da jetzt Red Dead Redemption durch ist und jetzt noch Season of Discovery läuft, habe ich mir gedacht, ja, machst du halt GreedFall durch und wechselt das halt mit Season of Discovery. Aber wofür habe ich denn 2 Jahre WoW Spielzeit? Dann kannst du auch sowas zocken, weil Retail habe ich momentan überhaupt keinen Bock. Und ja, das werde ich wahrscheinlich als Let's Play dann fortführen. Das werde ich aus dem Stream jetzt erstmal rausnehmen, denke ich. Na? Allein auf Steam. Ich habe ca. 600 Game, die ich noch nie gespielt habe. What? Dann wird's Zeit. Ach scheiße, nicht aufgepasst. Nein, ich brauche einfach nur einen besseren Hals. Dann kriege ich auch die Kämpfe besser hin. Das ist auch kein Problem. Wie gesagt, wir spielen auf leicht. Dragon Age wollte ich auch noch spielen, den ganzen Teil. Ich muss den ersten Teil nochmal spielen, weil ja der PC damals abgeraucht ist. Wegen der Festplatte und da war der Safe Game drauf. Aber ich hatte den ja vorher neu gemacht. Mit der Festplatte und deswegen kann ich den halt nicht weiterspielen. Ich muss den ersten Teil nochmal komplett durchspielen, damit ich die Sachen habe, die ich für den zweiten, also für das DLC benötige. Und für den zweiten Teil, damit die Geschichte mit dem DLC und im zweiten Teil fortgesetzt wird. Das heißt, ich muss Dragon Age Origins nochmal komplett durchspielen. Ja. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Einfach Spiel nehmen, anspielen und gucken, ob es dir gefällt. Wenn du merkst, du kannst ja auch ein angezockt machen. Nimm dir ein Spiel, machst es so, spielst du 2 Stunden und wenn du merkst, nach 2 Stunden oder eine Stunde ist nicht so deins, hast du es zumindest mal angespielt. Ja, zum Beispiel wollte ich auch noch StarCraft 2 machen. Die Kampagne wollte ich auch durchspielen. Einfach ein bisschen gucken, wie das so ist. Weiß gar nicht, hat der erste Teil auch eine Kampagne? Wollte ich auch machen. Das Problem ist halt, das ist so wie du sagst, ne? Wo anfangen? Mit wo willst du anfangen? Bei welchem Spiel? Ja, dann merkst du irgendwann, die Spiele sind so groß. Allein Baldur's Gate 3 ist riesengroß. Da bist du auch locker 40 Stunden dran, bis du da alles gesehen hast. Locker, wenn nicht sogar mehr. Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Es gibt ja auch so ein
Hardcore-Modus, wenn du dann deine Gruppe verkackt, ne? Wie vorbei. Safe-Game kaputt. Kannst du wegschmeißen. Dann hat sich das erledigt. Und das finde ich schon echt hart. Also da muss das Spiel wirklich in- und auswendig können, wenn du sowas machen willst. So, wir sind fast Level 11. Ich muss aber gleich mal im Lost Gold. Ich muss schon wieder pinkeln. Ja, erster Golf 1 auch noch Kampagne. Ja, siehst du? Dann müsste ich die ja vorher auch spielen. Aber das Problem ist, ich habe einfach so viele Spiele momentan, die ich jetzt spiele. Ich habe jetzt zum Beispiel... Boah, was habe ich jetzt fertig gespielt? Wir haben... Another Brick in the Mall haben wir jetzt soweit beendet. Das wäre auch so ein Spiel, was man eventuell nochmal spielen könnte. Eine zweite Season machen könnte. Das hatte ich auch vor, aber ich weiß noch nicht wann. Aber wenn ich jetzt nochmal eine zweite Season mache, nachdem ich das jetzt durchgespielt habe, ist ein bisschen früh, deswegen will ich damit warten. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch, da muss es einen anderen Weg geben. Und dann muss ich da lang laufen. Ja, den Supermarkt-Simulator, den haben wir jetzt in die Pause geschickt, weil wie gesagt, wenn da jetzt kein neues Update kommt, dann braucht man das nicht fortführen. Wenn ich über eine Stunde brauche, um alles aufzufüllen, macht wenig Sinn, das Ganze fortzuführen, weil du kassierst ja nicht mehr ab. Und ich habe auch keinen Platz, das Ganze abzukassieren, weil mir fehlt der Platz einfach. Ja, warte, ich kann von hier aus darüber. So eben speichern. Ich will mal kurz pinkeln. Ja, also was du zum Beispiel machen könntest, wenn du sagst, spiel Warcraft 3 Kampagne durch. Mach das. Dann machst du, keine Ahnung, du kannst das so machen, dass du ja 2 verschiedene Spiele hast. Du hast den Koop mit mir und dann machst du halt ein Strategiespiel oder Rollenspiel. Dass du halt damit anfängst, dass du nur 2 Spiele machst, ne? Hab mir ja 5 Stunden in Red Dead Redemption zu zerhauen. Auch keine Lust, das nachzuspielen. Ja, aber was ist denn passiert? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, ey? Bin gleich wieder da.
about to get dicey. Na, ich bin doch jetzt Level 11 hier. So, Attribute. Hier haben wir gar keines mit 13. Oh, auch jetzt mit 13. Scheiße. Haben wir irgendwo ein Lager, was wir hier aufschlagen könnten? Ne, hier haben wir keins. Aber ich könnte, kann ich da einfach hinreisen? Ne, okay, da kann ich auch nicht schnell reisen. Hätte das sein können, dass ich da einfach hinreisen kann. Was habe ich hier? Ist irgendwie ein anderer Ort. Wir gehen mal gucken, ob wir da was... Ja, da sind schon wieder so komische Leuchtkugeln. Alter, wo kommen die denn jetzt alle her? Okay, hier kann ich aber anscheinend noch nichts machen. Oder ich bin zu früh hier, aber ich sehe auch das Level der Gegner einfach nicht. Füge 500 Mal Schaden zu mit einem Angriffszauber. Cool. Den Erfolg hatte ich noch nicht. Ah, ich brauche kein Potion. Ich brauche nur ein besseres Item, damit ich mehr Mana regeneriere. Mehr Damage mache. Und die Sprüche gehen einem mittlerweile auf den Sack. Warum heilt sie uns die ganze Zeit? Auch nicht so wichtig. Können wir denn jetzt hier looten alles? Heiltränke habe ich denn noch? Nebeltränke habe ich noch? Magiertrank. Aber wie viele Punkte der... Durch die Magie kannst du das halt alles umgehen, ne? Das ist halt so geil. Also eigentlich ist der Magier einfach am einfachsten, wenn man es so sieht. Oder am effektivsten, weil du kannst halt die Rüstung umgehen. Eigentlich ist das schon Cheaten im Endeffekt. Aber es gibt bestimmt auch eine Klasse, wo du halt das nicht machen kannst mit dem Magier. Es gibt bestimmt so, die Klasse hat den Vorteil gegen den gegenüber, die Klasse hat Vorteil gegen den gegenüber. 100%ig ist da irgendwie sowas mit dabei. Ich habe es einmal gespielt, aber ehrlich gesagt habe ich da nie drauf geachtet. Weil ich eher damit beschäftigt war, mich mit dem Kampfsystem auseinanderzusetzen. EB. Ich bin auch überlegen, ob wir morgen das Yuffie-DLC wirklich durchspielen. Wenn das nur 4 Stunden sind, das DLC hat, dann könnte ich das morgen eben schnell durchjagen. Vielleicht eben durchspielen, zack, fertig, Yuffie-DLC abgeschlossen. Weil jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich das durchjagen. Das wäre dann abgefrühstückt.
Das ist ein Lager da vorne. Da oben ist auch irgendwas. Ich brauche nämlich einen Rastplatz, damit ich gucken kann wegen den Waffen. Dass wir das umswitchen können. Ja, voll. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, dass du, wenn du aufnimmst, dann ist immer irgendwas. Jetzt sind es 5 Stunden, oder wie viele Stunden waren das jetzt? 5 Stunden, die du weggeschmissen hast. Das ist viel. Das ist extrem viel. Der Teil soll nur 18 Stunden haben. Der erste ist ja nicht 18 Stunden. Aber warum hast du das denn aufgenommen? Hättest du das streamen können? Weil ganz ehrlich, mit dem Streams erreichst du mehr Leute, als wenn du Dingens machst. Nur Videos. Deswegen mixe ich das. Ich werde auch schon überlegen, ob ich bei einem Kanal die Livestreams mache und einen nur Video. Aber wenn du beides machst und die 500 Abonnenten freischaltest... Oh... kriegst du schnell die Sachen freigeschaltet. So, ich wollte jetzt hier... Was ist denn hier die Fähigkeit? Sturm. Hatte ich nämlich gesehen, dass du da... Ich habe keine Fähigkeitspunkte. Dass du halt auch Videos hochladen musst. Dann lasse ich alles über einen Kanal auf. Deswegen mache ich ja auch noch die Videos. Ich muss in den letzten 90 Tagen 3 Videos gemacht haben, um das für die 500er freizuschalten. Wenn du das nämlich nicht machst, dann wird das wahrscheinlich nicht freigegeben. Ja, fast ein Drittel des Game-Schrott, das ist schon echt viel. Von 18 Stunden ist jetzt nicht wirklich groß, das Game. Wer will denn hier gegen mich kämpfen? Ach, da! Also nur Hauptsache ohne Mini-Mission. Ja, okay. Das ist trotzdem nicht viel. Also ich rechne mittlerweile bei den meisten Spielen so zwischen 30 bis 80 Stunden. Wenn du wirklich alles mitnehmen willst. In Horizon 1 habe ich jetzt auch nicht alles mitgenommen. Weil ich kannte das schon alles. Ich habe jetzt halt nur die Hauptquest durchgespielt. So, fertig. So, in Forbidden West, da will ich mir halt wirklich alles angucken. Nebenmission. Aber in Horizon 1, da fand ich das halt scheiße mit dieser Jagdprüfung. Das fand ich so ekelhaft einfach. Deswegen wollte ich jetzt in den Teil auch nur durch. Einfach nur Story machen. Und wenn Spiele 100% zu spielen, das ist schwierig, weil du hast die Zeit ja im Endeffekt ja gar nicht. So, reisen, Gefährten versammeln. Mal gleich mit den, ich habe ja nur den einen Gefährten hier. Und an meine Truhe. Nein. Ich wollte an die Truhe. Kann ich auch nicht benutzen. Den müsste ich jetzt ausrüsten können, ne? Dann nehmen wir den doch mal mit. Beweglichkeit. Obwohl Beweglichkeit jetzt auch nicht. Das Problem ist das Nutzen. Nochmal im Speichern. Ja. Neben Zeug sind dann 30. Das geht aber allerdings auch noch 30 Stunden. Das ist eigentlich auch noch vollkommen okay. Und das kann man eigentlich auch. Das ist auch noch so ein Punkt, wo man sagen, ja, okay, 30 Stunden ist auch noch in Ordnung. Aber wenn du jetzt 60 Stunden hast, wo du halt keine Sachen im Endeffekt hast oder so wirklich hast, das ist schon scheiße dann. Ach, die kann ich nicht benutzen. Dann muss ich gleich mal gucken, ob der Dings die benutzen kann. Könnte ich eigentlich...
Welche habe ich denn momentan ausgerüstet? Eine brauche ich noch wegen den Sachen. Ich muss immer eine dabei haben wegen den Farben, wegen dem Wappen. Mal gucken, ob ich mit den Charakteren sprechen kann. Can I do anything for you? Do you wish you were never given to them? Cyberpunk habe ich auch einmal komplett auf 100% gemacht. Das hat mir gereicht. Und den zweiten Teil habe ich auch auf 100% gemacht. Most nobles are uninteresting. Life as a sailor is much more exciting, at least. Perhaps, but I would have preferred to choose my own destiny. Did you want anything else? Oh, -2. Had you ever heard about the Darcys before? No, I had not. As you know, there are many noble families in Serene. And there was a time when a lot of them had to give a child to the Norse. I am certain that they would be very proud to see that their son is now a famous captain. I doubt it. Once we're taken away from our homes, we become anonymous. The nobility see the Norts as nothing more than a necessary evil. We are no longer their children. Did you want anything else? How did you become a Nort? As you may have guessed, I am sea-given. I was given to the Norts when I was a little child, for a reason I ignore. I think I was originally from the congregation, but I have no memory of my family. I took my first steps on the deck of a ship. That's all I can remember. Did you want anything else? How did you become a Nort? As you may have guessed, Ja, das haben wir schon. I must leave you. Sein können, dass da noch irgendwas anderes kommt. Honor Manawi, my mother is still held in this outpost near Vegigedor. I must do everything I can to free her from the lion's claws. So will you accompany me? We will do everything we can to free her. Do not worry. Let's go. Honor Manawi, do you need something? Manchmal haben die nämlich neue Gespräche verfügbar. Green blood, my friend. Do you need something? I must leave you. So, wo ist die denn hier mit der Quest? Die ist da oben. Ja, machen wir gleich. Wenn ich jetzt weitergehe, bleiben da stehen. Bitte Vasco dann Hilfe an. Ja, jetzt nicht, das machen wir später. Wir machen jetzt erstmal die Quest mit ihr, mit der Mutter da oben. Achso, sie kommen direkt hinterher. Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, das würde ich auch nicht auf 100% machen. Da gibt es halt auch so viele Sachen, die du machen kannst. Aber ich sag mal, die ganzen Nebenmissionen, die würde ich mitmachen, weil bei dem ist es so, dass die Nebenmissionen auch zum Teil der Hauptstory beitragen. Aber wenn du das natürlich nicht weißt, ja, dann hast du einen komplett anderen Geschichtsverlauf. Deswegen sagte ich ja, das müsstest du eigentlich auch mal spielen. Und bis auf die Kampfsteuerung ist die Story eigentlich ganz nett. Deswegen ansonsten ist das Game eigentlich ganz cool. Aber Dragon Age habe ich auch schon so oft durchgespielt. Und jetzt muss ich das nochmal durchspielen, damit ich die Story komplett habe. Und ich weiß, dass das Game einfach so buggy ist. Und ich hoffe so sehr drauf, dass die ein Remake machen. Wie bei Mass Effect für die ersten 3 Teile. Weil dann würde ich es definitiv nochmal spielen. Ne? Das Game, was ich gerade spiele. Desardet. I am the legate of the merchant congregation. GreedFall, das wäre auch ein Spiel für dich. You can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand... Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people, and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through.
Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. Ja, das ist etwas älter, das Spiel. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Deswegen kommt auch ein zweiter Teil von, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Jahr. Well, who are you? Desardet, legate of the merchant congregation. Why are you at war against the natives? Because they reject our presence. They've been attacking us for months. These savages, they stubbornly refuse civilization, and our men pay the price. We can't let them slaughter us without reacting. Since you arrived here, you have destroyed the forest and ripped open the earth. And people disappear in our villages, the On-Almenawi first. We are only defending ourselves. And we are the savages. Since we've defeated you, you can believe what you like. Anything else? Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. A liberation? That'll prove difficult. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! Well, we didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, on Almenawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. Thank you, Captain. Siora, I'm terribly sorry. Let's go see her now. I need to. I'm sorry, pretty flower. I really am. The infirmary must be the building on the right, near the camp entrance. Let's go. Das Spiel geht eigentlich auch nicht so lange. Das sind auch, glaube ich, 30 Stunden ungefähr. Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt, ne? Who are you? Are you looking for a doctor? I'm the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you are keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there, in the room on the left. Ja, und ihr, die ist weg vom Fenster. I should give you some privacy while you are mourning. We won't be far. And varstir tu mater. Men sida denon mil frichteman. I must take her with me, on Almenawi. We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. She must be given back to the earth. So, let's go back to see the captain and try to make him change his mind. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Telemi. Those are some serious accusations, even for a member of the Guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I also saw certain documents. We could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officer's building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the camp.
Wir können auch jetzt das Lager durchsuchen oder so. Ja, und eben nochmal speichern. Aber welches Game willst du denn zocken im Stream, Togo? Oder hast du jetzt irgendwie gar keins? Abgesehen von Forest. Your Excellency, what do you want? We would like to retrieve the remains of the Queen. Bring her back to her people and her family. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the Governor specifically asked us to keep her. He wants her delivered to one of his scholars who wanted to study her. You have lost a lot of men in this battle. How would you feel if someone prevented you from giving them a proper burial? If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected, wouldn't you want to have them back? You have a way with words, Your Excellency. Yes, I would like to give them a proper grave. Take her with you. I'll find an excuse to give the Governor's men when they come. Thank you, Captain. There. We managed to convince him in the end. We'll be able to bring the body of your mother back to your village. Then let's go. I am eager to reunite with Isolde and talk to her. Jetzt mal gucken, wo jetzt der Leichnam? Ach, der ist schon weg? Hello. Do you need a doctor? Good luck, Doctor. Das ging jetzt aber zügig. Wie kommt's? Keins, was dir gefällt, oder? Du sagst, nee, ist momentan nicht so das, wo ich Bock hab. Jetzt kann ich nicht da hinten schnell reisen hin, ne? Ich wollte den Rest jetzt auch noch erkunden eben. Alles eben mitnehmen, falls wir da nochmal hin müssen, weil ich weiß auch nicht mehr alles. Ach so. Ja, dann müssen wir direkt ins Dorf zurück. Ja, super. Dass ihre Quest zu Ende machen. Ach stimmt, wir können ja mal gucken, was der zu handeln hat. Warte mal, hat der das Amulett? Tirtumad, you are Siora's friend. Look, I have beautiful things to exchange. Ja. Was soll ich mit so einer Waffe? Oh, die Maske sieht cool aus. Die Maske ist nice. Aber 179, ich habe nicht so viel Geld. Achso, muss ich dann jedes Mal die Sachen switchen, wenn ich das ändere? Und wie kriege ich denn die Sockel da rein? Hier Stiefel. 230 brauche ich. 230. Ich hatte vorhin die ganzen Sachen weggepackt extra. Aber den könnte ich verkaufen, ne? Die wollte ich aufheben. Handwerk, den muss ich noch aufheben. Ja. Und nicht mal ansatzweise da drauf, das zu kaufen. So, jetzt müsste ich aber genug haben. Trotzdem wäre so ein Helm gar nicht so schlecht. Rüstung würde hochgehen. Was kostet der? 179. Gleichgewicht, Elementarresistenz und Magieschaden. Ne, Magieresistenz ist das. Die geht hoch. If you want to trade again, you know where to find me.
to trade? Ach, wir haben das schon ausgerüstet, okay. Stimmt, ich könnte gucken, ob ich für ihn einen anderen Helm bekomme. Do you see anything you... Weil er hat diesen komischen Helm auf. Akku nicht kompatibel. Den könnte ich aber das ausrüsten. Weil er braucht halt eine recht hohe Rüstung. Er spielt ja unseren Tank im Endeffekt. Ne? Wie viel kostet das Ding denn? 179. Ja, ja. Rüsten wir direkt mal aus. If you want to trade again, you know where to find Der sieht jetzt echt creepy aus. Wo muss ich denn jetzt hin? Geradeaus rüber. Our mother, I know, Siora. And divorced Tirse. Some men delivered her remains here. They said that it was thanks to you. And the Renagze legate, thank you. We will be able to pay homage to our mother. Why are there mind shakers here, Eselt? I meant to tell you about it. They came saying that our mother had made an agreement with Teleme. But Mater did not tell me about it. She didn't say anything to me either. I do not like this, Iselt. These people want to drive us away from the land. I know. But we need help after the defeat. And they say that she made a promise set in stone. The spirits of the people of our village would have to go to the light, and in exchange they'd help us against the lions. This is impossible. Mater would never have done such a thing. They are lying, I'm certain of it. They may be. But if there really is a promise set in stone, we cannot break it. And we will have to bury our mother according to their rituals. We must verify it. I will not stand there while these mind shakers take our village. Karans, do you need something? I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell? I am angry, and I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. I understand. My mother had the Malachor, and yet I had to leave her behind as she was at death's door. I can't help thinking that I should have stayed by her side, just like you. And you could not have done anything to save her either. Thank you, Onol Manawi. Your words alleviate my sorrow. Anything else? Oh, ich habe sogar noch 2 Ruf bekommen. Do you have anyone, a friend perhaps, whom you could talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. And I think she resents me for not having been there when our mother needed me. I know we've only known each other for a little while. But if you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Onol Manawi. You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? I must leave you. See you later. Dann wäre die Questreihe jetzt auch erstmal fertig, ne? Was hat er mir jetzt eine andere Quest reingemacht? Wir müssen das nur noch mit Vasco machen. Dann muss ich gucken, wo ich da hin muss. Na, was gibt er mir jetzt hier? Andere Quest, ne? Triff dich mit dem Governor. Triff dich mit Ulnan, dem Häuptling. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber ich wollte jetzt da hinten rüber reisen. Hierhin, damit ich mir den Rest anschauen kann. Kann ich das denn? Oder ist das jetzt eine Schnellreisekugel? Nee, wo habe ich denn das Schnellreisesymbol?
Hinter mir? Halt die Frage, kann ich auch zum Lager schnell reisen? Ja, jetzt wenn ich jetzt wüsste, welches Lager das ist, wäre das etwas einfacher. Das kann kein Arsch aussprechen, Lager. Alter Falter. Was ist denn mit Final Fantasy 7, Togo? Obwohl, hast du das Yuffie DLC überhaupt? Das weiß ich gerade gar nicht. Du habe das falsche Lager genommen. Auch das falsche. Wie heißt denn das hier oben? Alle guten Dinge sind 3, wie man so schön sagt, ne? Ich muss mal eben mein Handy wieder anmachen, weil gerade Update geladen ist. Muss ich noch runterladen? Dann spiel das doch. Weil wenn das wirklich nicht so lange dauert, dann kannst du das ja durchziehen. Und das Runterladen ist ja jetzt nicht das Problem. Das geht ja bei dir relativ zügig. Wer ist das falsche Lager? Ich will da oben hin, zu dem Lager will ich hier. Wieso kann ich nicht dahin reisen? Hey, warum geht das nicht? Was ist hier? Auch das falsche Lager. Jetzt habe ich das Richtige. Das war noch Zeiten, als man noch Ewigkeiten warten musste, bis man alles runtergeladen hat. Und jetzt runterladen. In der Zeit machen wir was zu essen, dann ist das schon fertig. So schnell geht das mittlerweile. Gigabyte, was? Nur das DLC oder das komplette Spiel? Ach, du Drecksau, der schießt. Da haben wir den Gegenpart von dem Magier. Ach, das ganze Game. 91 Gigabyte. Boah. Das ist übel. Da werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Mal gucken. Ne. Da ist die Wand, da müssen wir außen rumlaufen. Das heißt, ich müsste da hoch. Ganze 19 Minuten, ich sag ja. Ah, was sind denn 91 Gigabyte? Ach, 19 Minuten. Jetzt halt machst du dir eine Pizza, ey. Wenn die fertig ist, dann kannst du spielen. Nein, nein, du machst dir die Pizza und isst die Pizza denn währenddessen noch. So schnell geht das mittlerweile. Jetzt bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger. Weil ich habe ja nur 500. Du hast ja direkt die Tausender. Da oben ist auch ein Händler. Wo ich bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Auch mit dem Stream für YouTube funktioniert auch, außer OBS hat wieder irgendwelche Probleme. Oh, Vieh, ich will doch nichts von dir, hau doch ab. Wie lange hast du Pause normalerweise? Du hast eine halbe Stunde Mittagspause und 20 Minuten Frühstückspause, glaube ich, ne?
Mass Effect zum Beispiel kannst du auch durchspielen. Hast du auch noch nicht durchgespielt. Kannst du einen Stream anschmeißen, du machst Mass Effect nebenbei. Der erste Teil ist relativ zäh, aber der zweite Teil ist der geilste und der dritte ist so, naja, da musst du wirklich 100% machen. Ansonsten hast du echt beschissenes Ende. Jetzt habe ich den Weg hier auch hochgeschafft. Hätte ich denn hier eigentlich hochklettern können? Hier mal kurz gucken. Hätte ich hier hochklettern können? Wow, ich hätte hier hochklettern können. Toll. Nice. Super. 15 Frühstück, 30 Mittag. Ja, siehst du? Also in 15 Minuten muss ich mir auch, wenn ich was esse, reinballern. Deswegen esse ich nichts auf der Firma, weil macht keinen Sinn. Warum soll ich in 20 Minuten mein Essen reinwürgen, weil ich nur 20 Minuten Pause habe, wenn ich doch zu Hause in Ruhe essen kann? Nerviges Vieh. Hat Leder gedroppt. Die wundern sich immer alle, dass ich nichts esse in der Pause. Ich sag, ne, warum? Ich sag, keinen Bock. Viele essen halt immer so zwischendurch. Wo ich mir denke, ja. Ich sag, danach wird rumgeheult, wir dürfen nichts essen. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, man muss ja nicht schlingen deswegen, ne? Bei mir wäre das so doof, wenn ich was esse, dann muss ich mich beeilen. Für mich wäre das nix. Wenn ich was esse, dann will ich auch in Ruhe essen. Da komme ich aber nicht hoch. Das heißt, ich muss da außen rumlaufen. Ja, mit einer Stuhle kommst du aber dann auch nicht weit, ne? Wenn Kohldampf, dann richtig. Lieber Käsebrötchen. Zu Togo so in die Perversen gegangen. Oh, lecker. Ja, ja, sagen sie alle. Selbst Senf esse ich ja nicht mal. Senf esse ich ja auch nicht. Und ich mag ihn nicht. Ich habe ihn schon probiert. Mir hat man immer gesagt, wenn du es nicht probiert hast, weißt du nicht, ob es schmeckt. Ja, ich mag Senf einfach nicht. Deswegen weiß ich, dass er mir nicht schmeckt. Hier sind anscheinend auch nur Deko, die hier stehen. Da hinten ist auch wieder was. Was ich immer gerne gegessen habe, war Brötchen mit Zwiebeln. Aber ohne Met. Das habe ich auch zum Beispiel ganz gerne gegessen. Ja, wieder ein Fähigkeitspunkt. Oh cool, wenn ich jetzt noch einen Punkt habe, könnte ich sogar den hier freischalten. Könnte ich den sogar freischalten. Mag aber kein Met. Deswegen sage ich ja, mit mir essen gehen, du weißt das selber, ist eine Herausforderung. Will er nicht mit mir reden? Ach, das ist der falsche. Nee, er will nicht mit mir reden.
Vielleicht kann er da aber noch nicht, wegen der Quest. Die ich in der Quest noch nicht gemacht habe. Siehst du? Das ist mythisch auf in Hardcore-Modus. Wie, kein Kuchen? Lieber eine Stulle futtern als ein Kuchen? Wie kommt das denn? Ja, ich müsste mir eigentlich auch mal was machen. Ich könnte eigentlich Brötchen reinschmeißen, aber irgendwie bin ich gerade zu voll zu aufzustehen. Mir was zu essen zu machen. Ja, da ich nicht mit ihm sprechen kann, würde ich sagen, machen wir die Hauptquest weiter. Wir gehen dann direkt zur nächsten Stadt. Und nehmen dann Vasco mit. Machen erstmal Vasco seine Quest. Und wie sieht denn das jetzt aus mit meinen Begleitern aktuell? Ich muss mich erst noch mit den anderen treffen. Nebenquest. Dann Phantom, Fortschritt in der Hauptquest. Der Vasco dann eine Hilfe an. Triff dich mit Ulan, dem Händler. Das können wir als erstes machen. Okay, ich muss links rum und dann gleich hoch. Weiß nämlich nicht, warum ich nicht mit ihm reden kann. Vielleicht ist das Level noch nicht da, was ich brauche. Die reden alle nicht mit uns hier. Aber das kommt noch. Das ist auch möglich. Genau, Vasco nehmen wir jetzt mal mit. Pass auf, da muss ich mal eben die Begleiter anpassen. Kann ich das denn jetzt hier machen? Zusammenstellen. Zero machen wir mal raus. Desarde, I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Mordraschy? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. All right, Vasco. Let's go see Lady Lorraine Mordraschy. Und wo ist die jetzt? Ah, müssen wir erst darüber. Das ist die falsche. Die denn da hinten ist die. Achso, dann können wir auch direkt mit Konstantin sprechen, aber ich will vorher speichern. Weil ich nicht weiß, ob dann die. Obwohl, da müsste die Hauptquest ja weitergehen. Das ist ja Hauptmission in dem Fall. Oh. Oh, machen wir erstmal die Quest mit Vasco. Good day, Lady Mordraschy.
Do you remember me? Of course! Lady de Sardet, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. Can I be of service? We would like to have some information regarding an important family, the Darcys. Well, I could tell you many things about them, but I suppose that you want to know something in particular? Are there any members of this family on the island? Indeed, Bastien Darcy, the son of the family, has been in New Serene for some time. Last I heard about it, he was doing business, but that doesn't help in knowing where he is. The Darcys' first attempt at establishing themselves on this island wasn't very fruitful, but I seem to recall that since then the son has found a competent associate who's been working here for a long time. Perfect. Could you tell us where to find her? Of course. Ask for a Madame Clerc near the warehouses on the port. That's where she normally is. I hope the Darcys are not in trouble. Do not worry, madam. Their name was simply mentioned in some business discussions. We are thinking about becoming associates. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. Why do you say that? I do not mean to speak ill of him. Perhaps it would be better for you to form your own opinion. Well, thank you for your help, madam. Can I help you with any other matter? What can you tell me about New Serene? It's a new city whose construction began not long ago. When I arrived 5 years ago, there was just a port, a fence, and some huts here. The businesses, the barracks of the guard, the palace, and all of the houses sort of sprung up from the ground. To see how impressive it is today, even if it is still far from its majestic mother, is incredible. Of course, with such expanse, all kinds of bandits, drunkards, and other lowlife have arrived. But I'm very proud of it, in spite of everything. I hope that your cousin continues this work. What do you know about this island? Much less than I would like. The land is still wild and extremely rich. Its soils are full of minerals, some of which are unknown to us. With regard to the flora and fauna, you've probably seen how different the creatures and plants are here. The islanders protect their land fiercely, and we cannot begrudge them that. When you see what we have done with our own, well, such a source of richness attracts greed. You seem interested in the islanders. As a matter of fact, I find their culture fascinating, but I can't say I know much about them. They are quite secretive and protect their cult and traditions from the curiosity of strangers. I know that their sages, they call them Donegada, are the guardians of their rituals as well as of the island. They have very strong links with nature and the creatures that inhabit it. They're also good healers. I could talk about them for hours, but you will learn more from the islanders themselves. What can you tell me about the relations we have with other nations? We play a difficult role, caught between these two enemy nations who are nonetheless our allies. The smallest action could tip the balance and draw us into their conflict. If I may offer some advice, be very careful. We do not want a war to break out here. My lady, I have to go. Goodbye. Come closer, good people. Are your boots worn through? Can I help you? Are you here to do business? Are you Madame Clerc? We would like to meet with your associate, Mr. Darcy. Bastien? I don't know where he is. I can't say that he often graces us with his presence. You don't have the slightest idea where he is? I am not his caretaker, you know.
You don't seem to hold him in high regard. Listen, my relationship with my associate is no one else's concern. And if you didn't come to do business, well... In truth, we are here to collect a hefty sum. You are associates, are you not? We could make you pay in his stead. Oh, God. Why did I make an agreement with his family? This Bastian has brought me nothing but trouble. He was supposed to go to Hikmet to deal with one of our clients, but I didn't receive any news from him after his departure. And given his tendency to get himself into impossible situations, I didn't try to get any. Who is this client? His name is Ferrat. You'll find him in the Alchemist District. I'll write this down. You think something may have happened to him there? His mission wasn't very complicated. He had to pay for a valuable shipment and take charge of it. With Bastian, anything is possible. Thank you, madam. Oh, wo ist der denn jetzt hier? Okay, dann machen wir erst eben die Hauptquest, würde ich sagen. Come closer, good people. The cure and Der schmiert sich immer lange Brote. Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I am certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them. About a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nords? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Mordraschy. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself.
Lass mal gucken, wo muss ich denn jetzt hin? Achso, müssen wir da hinten rüber. Dann gehen wir da. Was haben wir hier oben noch? Müssen wir jetzt noch die Lady befragen und dann gehen wir da hinten in die Ecke rüber. Hast du mal lange geschmiert, Togo? Oder hast du direkt so einen ganzen Packen an Brot gemacht? Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives called Didakidnadagace. I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? My lady, I have to go. Goodbye. So, dann haben die jetzt auch fertig. Dann können wir direkt geradeaus rüber gehen. Und da weitermachen. Ne, warte mal, wo muss ich denn jetzt rum? Ich muss rechts rum. Genau, und dann geradeaus. 4 Scheiben plus Toast. Ah, da war jemand Kohldampf. Asko hat Gift auf seiner Klinge. Okay. Mensch. Du hast ja auch nur 3 Möglichkeiten, einen Charakter zu spielen. Entweder spielst du einen Krieger. Das ist ja das, was Kurt ist. Du spielst einen Magier, das, was wir haben und was auch die Dingens ist im Endeffekt. Die Sirona. Oder du spielst das, was dessen Namen mir gerade nicht einfällt, macht. Und machst Gift auf den Klingen drauf. Weil das konnten wir gar nicht. Dann wundert mich das gerade etwas. Nee, ich wollte nicht nach Neuserin. Wo ist denn die andere Quest hier? Da wollte ich hin. 12 Stunden! Junge, was ist denn hier falsch? Oh, scheiße. Ja, hier leckt das immer noch. I must leave you. Ich meine, einen Begleiter müssten wir auf jeden Fall noch kriegen. According to Lady Morange's instructions, the ruins should be in this area. Ja, da werden wir uns auch umgucken. Look, these are the ruins we're looking for. But unless we can climb up the cliff, I do not know how we'll get there. Some of the tunnels in the mine may lead to it. We should go there. Also ich weiß, dass manche Sachen von so Bossen beschützt worden sind. Weil ich mal einen Tag zu so einem Viech hingelaufen bin und dachte, ey cool, da ist ja was. Und zack, war ich tot.
Der hat mich mit einem Hieb dann mal eben zerschossen. Er hat mich mal eben relativ schnell zerlegt. So, speichern wir mal direkt wieder. Yeah, wir haben den nächsten Fähigkeitspunkt. Wie viel brauche ich hierfür? 3. Schade. Dann gehen wir, da oben ist die Hauptquest. Wir müssen so runter, sehe ich gerade. Dann lass uns in die Richtung gehen. Weil wenn wir so da runter müssen wegen der Nebenmission, dann gehen wir so erstmal da runter. Weil ich meine, das ist auch wichtig gewesen, dass du erst die Begleiter alle so weit hoch bekommst, sonst hast du nachher Probleme. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon so lange her, wo ich das gespielt habe. Ich habe nicht mal Lust, alles zu plündern. Ich will einfach nur die Story weitermachen. Customers? Well, I have every... Here's the entrance to the mine. It may be worth talking to the villagers. Ja, wir müssen auch noch noch den Ruin befragen. Ja, können wir auch machen. So, hast du eine Quest für uns? Good day. What can I do for you? What can you tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing to tell you. Not that I wouldn't want to, but I've never been there. There must have been a path once upon a time, but it's no longer there. Maybe it collapsed. Some say that you have to pass through the mines to get there. A few of the tunnels do climb. It's certainly possible, I would say. But those tunnels are all closed, and we have better things to do. The iron ore, it doesn't come out of the ground by itself. Do you need anything else? Did you build this village? Not by myself, no. We did it. We have to sleep somewhere, you know. We don't have much here, and we'd sure like the place to prosper and grow. Maybe more miners will come. Then we'd start to attract all manner of merchants and craftsmen. Do you need anything else? Tell me about the mines. It wasn't us that first dug them out. They're really old. Centuries old. But those tunnels are full of riches. It takes little effort to unearth the minerals that we want. What more could we ask for? Seeing as how there aren't that many of us, if we were pressed to mine all the tunnels, we'd be too few. But the time will come, when folks hear about what we're pulling from these rocks. We won't be alone for much longer. Okay, wir sollen einen Weg da hoch finden. Dann müssen wir mal gucken. Gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit, immer ranzukommen. Falsche Richtung.
Werden da bestimmt auch Gegner sein. Wer ist er hier? Hello, you lost? No. Why do you ask? It's just that we rarely get visitors. Well then, what can I do for you? What can you tell me about the ruins that we can see up there? Not a great deal. To my knowledge, no one's ever been able to reach them. There were some officials from the city that came, but when they saw they couldn't easily climb up to the plateau, they just left. There must have been a path that caved in. Unless some sort of tunnel in the mine takes you there. Anything else? What can you tell me about the mine? It's ancient work. The natives must have dug it out a long time ago and then abandoned it. Even if it is strange work for islanders, it looks more like something we would do on a continent. We're trying to restore it. The rock is extremely rich in iron ore, but the tunnels are very old. You need to go slowly. None of us are in a humour to be buried alive. We did explore a few of them, and we're exploiting the closest. But others, nah, they're still inaccessible. Anything else? If I'm right, this hamlet is home only to miners. Yes. It's not been all that long that we've taken up residence here. For the time being, we've only been working a part of the mine because the veins run so deep in the tunnels. Hopefully more miners will come, and that will attract other craftsmen to our village. We'll see. Anything else? I'll leave you to it then. Until we meet again. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da durchkommen. Da gibt es bestimmt einen Weg, da durchzukommen. Wir müssen uns nur mal jetzt den suchen, weil wir müssen den mal speichern. Bis jetzt ist es noch nicht abgestürzt, aber ich weiß, dass das Spiel auch ganz gerne abstürzt. Bestimmt irgendwie ein Weg. Nicht da rein. Okay, cool. Ich wusste gar nicht, dass das Level 2 mit Schleichen zu tun hat. Oh, neues Zahnrad. Cool, okay. Das heißt, das werden wir für irgendwas brauchen anscheinend. Hier plündern. Oh, Eisen. Ja, das wäre schön, wenn man das in Skyrim auch machen könnte. Gehst hin, lootest, fertig. Anstatt das erstmal 50 Mal abzukloppen. Naja, dass ich keine Zauber wirken kann, ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass dieser Gift dort ekelhaften Damage macht. Okay, das bringt nichts. Hätte sein können, dass wir da irgendwas machen können. Mich auch nicht hoch. Habe ich da irgendwo einen Weg? Da kann ich auch nicht hochklettern. Irgendwo, wie irgendwas muss das Zahnrad doch jetzt gut sein. Da könnte ich hochklettern. Da habe ich auch noch ein... Wir gehen erstmal die Leiter hoch. Ich habe mich jetzt auch gewundert, wie ich jetzt ein zweites Zahnrad plündern könnte. Weil da müsste es ja irgendwo zwei Möglichkeiten geben, dass du das nutzen kannst. Warte mal. Ah, guck mal hier. A gate. We must find out how to open it. There, the gate is open. Poison on my blade. And let's go! Let's see if we can ward off this fate. Move away. Things are about to get dicey. Ja, Vasco ist auch Fankämpfer.
Bert, was los? Machst du hier Sturmangriff oder was hier? So, alle down. Können wir jetzt auch mal looten? Ach, da sind neue. Und was mich einfach nervt, ist, dass dieser Text sich, dass die ganze Zeit den Text wiederholen, ne? Das ist so nervig. Wird es hier bestimmt noch mehr geben. Mach das, Logo. Will aber auch nicht mehr allzu lange machen. Stunde vielleicht noch, dann will ich auch aufhören. Ach, guck mal, das können wir sogar selber herstellen. Fertigkeitslevel 1. Warte. Ich weiß nicht, ob wir noch eins brauchen. Weil falls wir doch 2 brauchen, haben wir jetzt auf jeden Fall noch eins. Füßener, da haben wir irgendwie einen Helm bekommen. Für diesen doofen Turban einfach nicht. Ich will ganz gerne die Questreihe mit Kurt weitermachen. Noch andere Wege? Da ist auch noch ein Weg. Da sind wir zwischengegangen. Da gibt es auf jeden Fall auch noch einen Weg. Und da oben ist auch noch was. Da müssen wir auch gleich mal gucken gehen. Aber jetzt mal nur, dass hier nirgendwo ein Boss auftaucht. Ansonsten haben wir ein Problem. Finally, here we are. These are the ruins that Lady Lorene spoke to us about. I'll drown myself with the morning tide if these buildings are of native construction. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. A bit of poison on my blade. Then let's go! Ich streame auf Twitch. Wir sind auf Twitch und YouTube online. Ich streame auf beiden Sachen. Wenn wir streamen, machen wir immer beides. Abgesehen davon hast du auf YouTube die bessere Qualität. Du hast auf Twitch immer noch 1080p mit 60 MB. Und wir streamen gerade hier mit 1440p mit 30 MB. Also das macht schon... Wo ist der Mob? Das macht schon einen Unterschied. Und bis YouTube bis Twitch AV1 machen kann, sind 30 Jahre vergangen.
Ja. Wenn, dann machen wir schon beides. Aber YouTube hast du mehr Leute, die gucken. Oder eher Leute, die mal in den Chat schreiben oder mal quatschen. Und Twitch ist so, ja, ich gucke rein, gefällt mir nicht, gehe ich wieder. Und YouTube ist eher so, die Leute quatschen auch mal mit dir. Ist er ja schon wieder. Das war weniger Möglichkeiten, den Leuten dann irgendwie einen Rang zuzuweisen, VIPs und sowas auf YouTube. Weil das geht ja erst, wenn du eine andere Abonnentenzahl hast und das erstmal alles freischaltest, dann kannst du erst ein paar Sachen machen. Und auf Twitch ist das ja alles schon freigeschaltet. Deswegen, wenn Twitch auch AV1 machen könnte, wäre das schön. Könntest du irgendwie mit einer vernünftigen Bitrate streamen. Weil wenn du mit 6 MB streamst bei einem Spiel, sag mal so bei einem Ego-Shooter-Spiel oder bei dem Spiel, wo du relativ viel Bewegung hast, hast du immer diese Pixelbilder dran. Und das hast du bei YouTube hast du das zwar auch, aber nicht so nicht so extrem. Weil YouTube, wie gesagt, YouTube ist jetzt 1440, also ganz normal das, was ich auch als Auflösung drin habe. Und Twitch ist halt 1080p. Man sieht dann schon den Unterschied. Und ich kann ja leider nicht mehr als 6 MB streamen. Selbst wenn ich es könnte, würde Twitch das nicht annehmen, ist das Problem. Die sind da so ein bisschen, ja, pingelig, sage ich jetzt mal. Na, aber wenn wir streamen, machen wir immer beide Sachen. Weil ich habe halt Leute, die gucken halt nur auf Twitch. Und dann gibt es halt Leute, die gucken ganz gerne beide Sachen. Und dann gibt es halt Leute, die haben nur YouTube und haben gar kein Twitch. Deswegen mache ich dann immer beides. So schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe und kann jedem gerecht werden quasi. Dass jeder gucken kann. Was ist das Ding denn hier? Aber streamen tun wir eigentlich jeden Tag. Wir sind jeden Tag live. Und immer nur drauf an, welche Schicht ich dann gerade habe. Dann sind wir natürlich auch zu unterschiedlichen Zeiten dann da. Aber ansonsten sind wir jeden Tag live. Und solange man noch die Möglichkeit hat, dass man auf beiden Plattformen streamen kann, muss man das ja auch nutzen. Wenn das irgendwann mal wegfallen sollte wieder, weil das haben sie ja schon mal rausgenommen, dann muss man sich natürlich überlegen, was man bevorzugt in dem Fall. Wenn man wechselt das Ganze ab. Kann man auch machen. So, wie komme ich denn jetzt? Darüber? Oder das heißt, es ist einfach in der Mitte hier. Und der Vorteil für mich ist ja auch, wenn ich jetzt auf YouTube streame, ich brauche die 4 Stunden, die ich jetzt mache, oder 4,5 Stunden, brauche ich jetzt nicht rendern und hochladen. Das heißt, die Leute, die sich das angucken möchten, können es direkt gucken. Die müssen nicht gefühlt 16 Stunden warten, weil es dauert Ewigkeiten, bis YouTube sowas verarbeitet. Und können dann direkt die Sachen gucken. Und bei einem Video ist das was anderes. Da dauert das auch, bis die Sachen verarbeitet sind. Und wenn du dann zum Beispiel in 4K das Ganze machst, ich könnte es hochskalieren auf 4K, es macht aber keinen Sinn, meiner Meinung nach. Warum soll ich 4K hochskalieren, wenn ich keine 4K habe? Macht wenig Sinn. Dann dauert das natürlich noch länger, aber der Vorteil hier ist natürlich, wenn ich das jetzt streame auf beiden Plattformen, auf YouTube können Sie sich das alles angucken und auf Twitch wird es nach 3 oder 4 Wochen, ich weiß es nicht genau, wird das ja wieder gelöscht. Die Stream-VODs, die du hast. Und auf YouTube ist es so lange gespeichert, bis du sagst, ja okay, ich lösche, oder YouTube sagt, er ist gesperrt wegen Copyright-Inhalten. Wo ist der Scheiß denn hier? Ist hier ein Eingang? Müsste doch das Ding hier in der Mitte sein. Ah, da ist er doch. Aber wir machen YouTube und Twitch erst seit Mitte Dezember erst. Also 4 Monate erst. Mit beiden Plattformen. Even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. What nation does it belong to? This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. Let's continue to dig. I need to know more. I need to understand. Und wir müssen uns mal gucken, ob wir uns irgendwo heilen können. Das am Lager, dass wir unser Leben mal voll machen können.
Müsste das Leben eigentlich wieder voll sein, oder nicht? Wo ist der andere Punkt? Komplett geradeaus. Ich speichere aber nochmal eben, bevor da ein Boss kommt oder so. Das sieht mir eher aus wie ein Boss hier. Du siehst mich nicht? Du siehst... Scheiße, ist es wirklich ein Boss? Warum müssen die immer so viel Leben haben? Was ist denn für ein Vieh, ey? Und solange er da unten drunter ist, treffe ich den nicht. Und wir machen keinen Damage. Nein, will ich jetzt nicht mehr casten. Oh, der nervt. Die Hälfte haben wir schon mal runter. Nein, ich will keine Magie trinken, keine Mana-Tranke trinken. Ich will halt, dass der hier rüberkommt. Und wenn er sein... Ich hab die Waffe nicht gewechselt. Dann wäre falsche... Ach, jetzt macht er den Scheiß schon wieder. Mach doch nicht sowas hier. Oh, kostet nicht das Mana? Nein. Komm, stirb! Ich habe die falsche Truppe für sowas. Der Vasco macht irgendwie nicht genug Damage. Vasco war aber gut DP. Was hast du denn hier? Perlenstück von einem Prinzen der Meere. Okay. Können wir verkaufen. Die Frage jetzt, wo das letzte Stück ist da vorne. Toll. Ich krieg schon wieder so eine schöne Waffe und kann die nicht benutzen. Da kann ich immer hier rüber. Hier runter? Nein. Soll hier irgendwo dann das sein mit der Ruine? Schon wieder eine Truhe? Altes Buch und beinahe unerleseres Tagebuch. This journal confirms what we suspected. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nords, and they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. I should have known as soon as we discovered those ruins that we were not foreign to these lands. The major part of the journal has faded, and I'm not able to make out the name of the author. I don't think we will learn anything else here. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction. The people from the sea who built these ruins and confronted the natives. They were us. And to think we helped you. I'm having trouble dealing with this, even if it does explain a lot. We're gonna have to keep this story under lock and key. The natives are not gonna swallow it easily without a long chew.
This must be the reason they kept us in the dark. Constantine is going to be furious when he learns this. Ja, vielleicht wird das ja im zweiten Teil aufgeklärt, weil der zweite Teil, der jetzt kommen soll, wird ja die Vorgeschichte erzählen von dem, was wir jetzt gerade spielen. Und vielleicht wird das dann genau aufgeklärt, weil ich die Geschichte jetzt auch nicht mehr genau weiß. Ich weiß nur, dass es 2 Enden gibt, unabhängig davon, wie du jetzt hier spielst. Es ist die Sache, kriegen wir die anderen Sachen auch noch erkundet? Den Rest würde ich ganz gerne auch holen. Die Fragezeichen, dann hätten wir die Karte komplett. Ist die Frage, wie wir jetzt da hinkommen, ne? Ja, wir gucken einfach mal, wie wir da hinkommen. Dann schlafen wir gleich nochmal eben. Ich will dann unser Leben auf, weil ich nicht weiß, ob der Boss auch nochmal respawnt. Aber mit dem Nickerchen machen wäre nicht verkehrt. Oh, ich habe Notizen gefunden. Das war jetzt aber nicht auf der Karte. Okay, die sind versteckt, das heißt, die müssten wir suchen. Ja, ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ja, bis zum Morgendämmerung. Und nochmal speichern. Und ich müsste ja da wieder raus eigentlich. Dann müsste ich ja hier rauskommen. Habe ich da irgendwo einen Weg herzulaufen? Ne, das ist dann wahrscheinlich die ganzen Ruinen, so wie das aussieht. Und da komme ich auch nicht hoch. Komme ich auch nicht runter. Aber schöne Aussicht, wenn da dieser Strich nicht da drin wäre. Ne, wir müssen in den Weg wieder runtergehen, weil wenn man genau hingeguckt gerade, ja, sieht man diesen Strich hier oben, warte. Da kann ich jetzt nicht machen, da war gerade dieser Strich zu sehen, das schon wieder. Da sieht man ihn wieder. Da. Da ist er. Als hätte man die beiden Dinger direkt als Bild nebeneinander zusammengepappt. Aber trotzdem schöne Aussicht. Dann gehen wir mal wieder in die Mine. Wenn wir den anderen Weg, dann müssen wir wahrscheinlich den Weg nehmen oder den einen, den wir noch nicht genommen haben, den. Ich will jetzt aber erstmal den Weg nehmen. Und dann gucken, wo wir da hinkommen. Ich frage, ob die ganzen Viecher jetzt... Ne, sind nicht respawned. Ist echt damit gerechnet, dass die wieder... Okay, da kann ich nicht her, dass die wiederkommen. Falsche Richtung. Obwohl wir uns vorhin noch nicht umgeguckt hatten hier, ne? Andere Frage ist natürlich, gibt es hier einen Weg? Das sieht nämlich jetzt nicht danach aus. Will das doch, warte mal, da ist doch noch was. It's not possible just now. Ach, ich muss das zerstören. Wissenschaft und Elementarfalle. Habe ich keine Elementarfalle? Wo ist mein Inventar? Ah, wo ist das denn jetzt hier? Talente? Ne. Wie sieht's denn aus? Hira, Kurt und Vasco habe ich alle nett. Was kommt denn nach nett? Aber ich habe keine Elementarfalle anscheinend dabei. Hm. Dann wird uns der Weg erstmal verschlossen bleiben.
Frage ist, wo führt der uns jetzt hin? Weil wir haben jetzt ein Zahnrad gefunden. Und eins konnten wir herstellen. Das heißt, es wird doch bestimmt eine Möglichkeit geben, das zweite auch zu benutzen. Das sieht mir aber eher aus wie eine Sackgasse hier. Da gibt es halt nur dieses eine Zahnrad. Okay, da kommen wir nicht durch. Ich hasse dieses Giftzeug einfach. Kann ich jetzt hier eine Kiste aufmachen? Nehmen wir alles mit, den Rest können wir verkaufen. Aber das ist eine Sackgasse, das heißt, hier gibt es keinen Weg außer den. Na gut, ich habe aber keine Wissenschaft geskillt, deswegen bringt mir das dann auch nichts. Das ist nämlich auch noch ein Problem, ne? Wenn du keine Wissenschaft geskillt hast, kommst du dann auch nicht weiter. Aber gut, wir haben ja das, was wir haben wollten. Also wir brauchen noch das eine Zahnrad, dass das andere eine Alternative ist. Das wäre auch möglich. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Die Karte allein ist ja schon verwirrend. Nee, das muss irgendwie eine andere Möglichkeit geben, da hinzukommen. Aber da war ich doch auch schon. Nee, da war ich noch nicht. Sonst würde ich das ja nutzen können in dem Fall. Können wir zu dem Lager hochreisen? Bitte Konstantin von deiner Entdeckung. Ja, müssen wir auch noch machen. Ich will aber... Oh, das Stück können wir eigentlich auch laufen. Ich brauche die Sachen im Verkaufen. Good grief. These are some unusual. Greetings, my lady. It's a real pleasure to have a customer such as yourself. How may I help you? I imagine that your customers are mostly miners. Yes. For this reason, I mostly sell supplies and tools. But as you can see, I have some other riches. I'm sure this village will eventually grow larger. Who knows? Maybe this alley will become more lively. Und er braucht unbedingt neuen Ring, ey. Der kann weg. Ja. Warum soll ich den nicht verkaufen wollen? Wunderhut, den brauchen wir nicht. Also ich kaufe ja nicht, ich verkaufe, ne? So, den brauchen wir wegen dem Schlösserknacken. Die brauchen wir auch, obwohl welche, ja, brauchen wir auch. Die Handschuhe, Handwerk behalten wir, der kann weg. Die Halskette kann weg. Ich habe doch eine Elementarfall. Okay, ich habe keine Wissenschaft. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Ja, die Sachen haben wir auch mal eben weg, dann kriegen wir Inventarplatz. So, Feder, Schafzahn haben wir auch eben draus. So, was hast du denn im Angebot zum Kaufen? Ja, die Waffe wäre schön, aber die kann ich nicht benutzen, weil ich die Fähigkeit nicht dafür habe. 148 und 6. Naja. Würde ich jetzt nicht unbedingt tauschen wollen, ehrlich gesagt. Die Sachen sind auch alle scheiße. Haben wir hier? Der verkauft echt nur Crap. Oh, die Schuhe wäre ganz cool. Obwohl ich denke, dass das eher so für unseren Tank was wären, für den Kurt. Wie hier, die hat sonst nichts dabei. Gartenumhang, ja, der sieht schön aus, ne, von der Optik her eigentlich, aber ansonsten. Ja, wirklich viel hatte der jetzt nicht. Noch von den Sachen, die wir gebrauchen können.
Das heißt, wir müssen jetzt komplett geradeaus durchlaufen. Immer sogar noch Level 13 hin. Haben wir auch heute ein gutes Stück geschafft. Okay, das ist ein fahrender Händler. Dann müsste ich da irgendwo runterkommen. Wenn es da irgendwo einen Abgang gibt. Absprung. Ne, das ist einfach nur ein ganz normaler Weg. So, wir müssen rechts rum. Und zack, Level 13. Nice. Ach stimmt, wir haben noch Talente, Fähigkeits- und Attributpunkte. Ja, ja, 3 Fähigkeitspunkte haben wir jetzt. Ja, die brauchen wir auch. Weil ich eine Fähigkeit jetzt mitnehmen wollte. Ich muss erstmal ins Menü, und zwar die hier. Ein Sturm. So, Attribute. Na. Verdammt. Da wollte ich hin. Talente. Was nehmen wir denn jetzt hier? Willenskraft wäre nicht schlecht. Dann können wir die Mana-Punkte regenerieren. Kraft. Versteckt alle Zaubersprüche. Kraftlevel wäre natürlich auch noch ganz nett. Ausdauerlevel wäre auch ganz nett, wenn wir das erhöhen würden. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die mentale Kraft. Was nehmen wir jetzt bei den Talenten? Eigentlich müsste ich noch einen Charisma-Punkt nehmen. Damit wir Charisma 3 haben. Weißt du was? Wir machen das auch. Wir hätten aber auch Dings nehmen können. Wissenschaft. Egal, Charisma ist wichtiger. Dann haben wir jetzt direkt 3 Charisma-Punkte und können uns den Rest schenken. An Talentpunkte. Die können wir dann woanders reinpacken. Da ist auch wieder was mit Fähigkeitspunkt. Ich glaube aber nicht, dass ich da reinkomme. Oh, das ist eine Truhe. Kann ich jetzt looten? Ja. Dann verstehe ich nicht. Jetzt muss ich hier wieder so klicken. Ich will aber direkt alles plündern. Nehmen wir auch alles mit? Hat uns jetzt auch nichts gebracht. Wo ist das Ding denn? Müsste hier irgendwo sein. Na komm, stirb!
So, da oben durch. Normalerweise sollte sich das alleine regenerieren. Ich habe noch eine Stelle in Erinnerung, wo wir einen Boss hatten. Bin falsch abgebogen, sehe ich gerade. Da bin ich auch irgendwie eine Abzweigung hochgelaufen, dann stand da so ein Riesenvieh, der Speere im Körper hat. Und ich habe so das dumme Gefühl, dass der genau hier ist. Ich speichere mal eben. Ja, das ist der. Das ist der Boss. Tür nach Berdini. Warte mal, wo ist mein Zaubersturm? Wieso kann ich den nicht zuweisen? RTY? Hast nicht genug was? Ah, warte mal, ich brauchte Adrenalin für, okay. Also mit dem Magier ist es wesentlich einfacher als damals mit dem Jäger. Wir brauchen mal... Ne, ich brauche einen normalen Heiltrank. Habe ich keine mehr? Doch, da. Wow, es hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Ja, das sehe ich selber, dass ich keine Energie mehr habe. Aber meine Angriffe machen kaum Damage. Weil der hat einfach diesen Stab wie ein God of War, ne? Diesen Speer, den du einfach immer werfen kannst und den direkt wieder respawnst. Nein, wir brauchen keinen Potion. Habe ich zu spät gewechselt? Ja, da hat er mal ordentlich einen verpasst. Aber wir haben gerade mal die Hälfte von dem runter. Ich weiß, dass man nachher so gegen ihn kämpfen muss, das weiß ich nämlich noch. Aber jetzt so viel Leben und wir machen so wenig Damage einfach. Ja, endlich, er ist down. Der war nervig. Rollenspiel von einem Herrscher der Ebenen. Nice. Aber kein toller Loot, weißt du. Ich habe jetzt gerade, kriegst du eine geile Waffe oder sowas, die du tragen kannst oder benutzen kannst. Nee, kriegst du einfach nur Knochensplitter. Aber ich glaube hier... War das? Jetzt bin ich schon reingegangen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir schon sein sollten.
Wir gehen mal wieder zurück, weil das war nämlich story-relevant. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. Ich kann gerne noch die Questreihe mit Kurt heute machen. Weil die Community hat sich ja gewünscht, dass wir mit ihm ja die Beziehung eingehen. Also beziehungsweise, dass sie das macht. Wir sind ja nur derjenige, der alles in die Wege führt. Da gibt es noch irgendwas Neues von ihm. Ja, ja. Dann gibt es erstmal noch nichts Neues. Aber es geht wahrscheinlich erst, wenn wir die Story weitergemacht haben. Wir müssen wieder zurück und dann den Weg komplett folgen. Schade, ich wollte mich eigentlich anschleichen. Also toll ist die Fähigkeit irgendwie auch nicht. Ich hatte gedacht, man könnte die so benutzen. Ich bin gespannt, ob es im zweiten Teil auch sowas wie einen Magier drin haben. Bin schon wieder falsch gelaufen. Ich hab schon wieder die falsche Abzweigung genommen. Navi, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Oben haben wir eine Kiste. Das war's wieder. Oh, wir haben ein Rapier bekommen. Speichern wir eben hier. Ja, speichern wir mal. Im schlimmsten Fall passiert mir das, was den meisten passiert. Statt zu speichern, lade ich den Save Game. Mir auch schon so oft passiert bei Spielen. Deswegen weiß ich gar nicht, hat der... Ah, guck mal, F5 ist Quick Save. Aber ich glaube, das ist jedem schon passiert. Obwohl, bei FIFA kann es im Endeffekt nicht passieren, weil du musst ja dann das Lademenü ja ganz woanders als das Speichermenü. Da kann es dir eigentlich nicht passieren. Jetzt muss ich hier den Weg lang, dann müsste hier irgendwo gleich das Teil kommen. Müsste immer eine Abzweigung sein. Weil die ist gut versteckt. Nicht richtig? Ne, wir laufen drauf zu. Hier müsste die sein. Ne, warte mal, wir sind doch gar nicht da dran gekommen, ne? Oder ist das hier unten? Ah, okay, ich muss Wissenschaft skillen. Habe ich noch so ein Kristall? Ne, also nächsten Punkt müssen wir in Wissenschaft reinpacken. Wann kriege ich denn den überhaupt? Mit Level 16? Ne, nicht mit Level 16. Mit Level 17 kriegen wir den erst. Ja, Schlosterknacken wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Okay, das heißt, dann fällt der schon mal weg. Menü. Dann gehen wir mal in die Richtung. Sind wir da oben? So, das ist die Quest. Ja, die müssen wir dann auch machen. Was habe ich hier? Das ist was anderes. Wir gehen aber erstmal hier runter. Ne, komm, dann lass uns erst die Quest hier oben machen. Aber wir holen mal eben erst das Fragezeichen da unten. Wenn das ein Schnellreisepunkt ist, dann geht das nämlich wesentlich zügiger, da hinzukommen nachher. Wenn das so ein Lagerpunkt ist. Wohl, weißt du was, wir sind gerade hier, dann können wir uns auch mit dem Typen treffen. Da will ich aber Sirona mitnehmen. Dann würde ich Kurt in dem Fall rausschmeißen. Nein. Ja. Na gut.
Wo ist sie denn? Da. Gruppe zusammenstellen. Genau, Vasco können wir momentan nicht rausschmeißen. Entfernen und bestätigen. Schlafen. Hat sie noch irgendwas, was wir mit ihr bequatschen können? Nein, du sollst mit ihr sprechen, nicht kämpfen. Do you need something? Weil sie steht ja mittlerweile ganz anders. I must leave you. Da täuscht mich das einfach. So, Kurt. Ach, Kurt. Desarde, can I do anything for you? Vasco, hast du noch irgendwas? Ah, I must leave you. dann sprechen wir mal mit dem Typen hier. Haben wir denn hier irgendwelche Quests? Nö. Bertitumad, I am Ulan, chief of the village of Ignamri. You have a peculiar face, and it looks familiar. I didn't know that people from the continent could bear the mark of the Onol Manawi. To what do I owe the pleasure of your visit? I met a member of your clan in New Serene, a merchant. Oh, so you are the strange Onol Manawi who helped and saved our hunter. I am very grateful to you. May the trees along your path always bear fruit. I knew the Renaigse could be good. And you proved to everyone that I was right. You are someone that the kings of the Renaigse respect and listen to, are you not? As the legate of the congregation, it is true that I can talk to all the governors of this island. That is what I thought. I need your help to talk to the leader of the great city of Hikmet. About what? I want to meet him to offer a peace treaty between his clan and mine. The Sisagnames. Many kings want to chase the Renaigse away from the island, especially the kings of Hikmet. But I know we could learn many things from them, and we could arrange a great deal. I see. I can indeed talk to the governor about your desire to make peace. If you do talk to him, can you also tell him that one of my clansmen has come to trade with his town? I sent him some time ago, but I was told that the soldiers did not let him in. He fears for his life, because some other clans do not look favorably on exchanges with the Renaigse. He could be attacked at any moment, alone on the road. Very well. I will make sure that he obtains permission to enter. Und wieder jede Menge EP bekommen. Ist das wieder eine Nebenmission? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn wir sie dabei haben, dass wir dann irgendwie einen Bonus bekommen oder sowas, weil sie ja auch von den Leuten hier irgendwo ist. So, finde den Meister, überbringe das Angebot. Ja, dann machen wir uns doch direkt auf den Weg nach oben. Und dann müssen wir gucken, wie wir danach weiter skillen, weil ich würde ganz gerne die Quest 3 mit Kurt noch machen.
Sind auch nochmal 9 Stunden, die wir reisen. Ja, die Decks sind übrigens hier normal in dem Lager. Das ist nichts Neues. So, was haben wir jetzt hier? Ich will erstmal da hinten runter. Das sind noch Sachen, die wir so sammeln können, die sind uninteressant. Die lasse ich jetzt weg. Ja, wir brauchen die EP, wir müssen die mitnehmen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Oder liegt er im Dreck? Wird wahrscheinlich aber nur ein Lager sein, denke ich. Ja, sage ich doch. Habe ich jetzt noch irgendwas hier, was ich hier abpassen kann? Nö. Ich würde aber trotzdem mal hier runtergehen. Die werden gestunt dadurch. Wir sind fast Level 14. Also die Level werden gerade so gefühlt irgendwie geschenkt, ne? Aber ist das Gefühl, wir kommen hier echt gut voran gerade. Ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Was habe ich denn hier zu finden? Also es sieht mir jetzt nicht so aus, als würde ich hier irgendwas Bestimmtes entdecken. Oder es ist nachher für eine Quest. Das kann auch sein. Aber da steht auch ein, habe ich auch nicht gesehen. Jetzt war klar, dass das passiert. Und Level 4. Ich sage, geht gerade ratzfatz mit dem Leveln. Ich habe gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so schnell ging. Aber ich finde das gut. Umso schneller wir leveln, umso besser kommen wir natürlich auch voran. Was war denn die andere Fähigkeit hier? Schattenexplosion. Löst alle Feinde um den Wirkenden zurück und fügt ihnen Magieschaden zu. Wäre auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, was Maximallevel ist. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Durch den Sturm verursachte Magieanfälligkeit hält länger an. Habe ich hier oben? Schild der Erleuchteten. Das wollte ich auch noch holen. Aber das wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir sparen mal uns eben den Talentpunkt auf. Und wenn wir das nächste Level haben, machen wir da die Fähigkeit rein. Dann können wir uns die auch angucken. Und zur Not, wenn wir irgendwann mal noch einen Kristall bekommen, können wir ja nochmal komplett umskillen. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja relativ easy dann zu handhaben. Ich glaube jetzt aber schon fast, dass hier nichts ist großartig. Oder ich muss später hier hin. Das kann natürlich auch sein. Ach, ich habe mich genug Zorn.
Weil ich sehe jetzt nichts, was hier sein sollte. Weißt du was, wir gehen wieder zurück und machen die Quest weiter. Ich denke, dass wir hier nachher hin müssen für irgendeine Mission oder so. Davon gehe ich ganz stark aus. Hier links rum könnte ich auch. Da hätte ich auch noch ein paar Sachen. Ja, das schenke ich mir jetzt erstmal. Wir gehen erstmal nach oben. Halt! What's your destination, milady? Just into town. I'm an emissary of the congregation and am here to discuss matters with your governor. Why the checkpoint? We've got orders to verify all comings and goings. The roads are becoming dangerous. Do you have anything particular to report? Nothing out of the ordinary. Well then, good travels, milady. Kann man eigentlich hier komplett durchlaufen, ne? Eigentlich müsste ich dann nochmal auf nicht was gewesen, denn Kurt umstellen. Vielleicht können wir den hier ja gebrauchen. Okay, wir haben hier sehr viele Fragezeichen. Und gemäht wird hier auch. Ja, sehr viele Fragezeichen. Haben wir nichts in die Richtung? Halt! Your names, titles, and business at hand. Lady de Sardet, emissary of the congregation of merchants on Tirfra D. I have come to present my regards to your governor. Your papers seem to be in order. Welcome to Hikmet, Your Excellency. Ganz ehrlich, welche Papiere? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die irgendwelche Papiere rausgeholt hat. Wir können aber erstmal die ganzen Sachen hier einmal abklappern. Da oben haben wir was? Findet Meister Ferrat den Kunden von... Achso, genau, das ist die Quest für Vasco. Auf den Governor. Gehen wir erstmal hier unten gucken. At the fiery flasks, you'll find the quintessence of alchemy. The best potions and the most efficient concoctions. Mir wäre es lieber, wenn ich irgendwelche Fähigkeiten bekommen würde.
Geheimlabor von Dr. Okay, dann, wie soll man den Namen denn bitte aussprechen? Forschungslabor des Governors? Okay. Ach, warte mal, ich glaube, dafür brauchen wir dann auch wiederum Begleiter, ne? Also einen Begleiter bekommen wir auf jeden Fall noch. Da war damals auch irgendeine Questreihe, die ich damals nicht mehr machen konnte, weil ich so schnell die Hauptquest gemacht habe. Mal im Safen hier. If you come to do business, you should go upstairs. I am but a poor underling. Hello, sir. Is this the house of the man called Farad? It is I. What can I do for you? We're searching for Mr. Darcy. He was supposed to come here to do business. Yes. Yes, he did come here, but I don't know where he is. To be honest, our exchange did not exactly go as planned. And if you are his associate, or a member of his family, know that you owe me a large sum of money. How so? Well, this Darcy fellow came here to take the shipment, and he was supposed to deliver me a promissory note. Which never arrived, I imagine. How could you let him leave with your merchandise without payment? Well, he's the son of a very well-known family. I did not deem it necessary to try and obtain more guarantees. What if something happened to him? Nothing happened. At least I don't think so. Why should that concern me? I'm not his brother. He owes me money, and I do not have the slightest idea of where he might be. I suspect that you are not telling us everything. Oh, come on. If you have not come to repay his debt, leave me alone so I can work in peace. Und wie kann ich die Papiere denn jetzt durchsuchen? Greetings. If you have come to do business, head upstairs, if there's any business left to do. Why'd you say that? They haven't been paying me, and I've had to work with cheap ingredients for weeks. Have you heard of a man called Bastian Darcy? It would be difficult not to. His name is the only thing my boss talks about. Apparently, he did not pay for one of our shipments and still left with the goods. And now my boss makes me work twice as much to compensate for his losses. With ingredients I wouldn't even feed to a pig. And what did your boss do? Well, he spent every waking hour cursing his name. That's how I learned about it. What do you do here exactly? I create and prepare complex potions. Not simple health potions, but far more subtle things. And if I'm not mistaken, things are not going the way you would want them to. The boss has always been difficult, but ever since he got ripped off, it has been a living hell. I work using leftovers thrown away by all the other alchemists, while listening to him screaming at me and everyone else all day. This is no way to live. How can a brilliant, conscientious alchemist keep working here? I am certain that any great laboratory in town would welcome you with open arms. So why continue protecting your employer? Oh, you're right. Anywhere is better than here. My boss did not only curse the name of the man you're looking for, he also hired some thugs to find him and our shipment. Interesting. I think we may need to have a few words with your employer. If you could also tell him that I am resigning, then I won't need to go upstairs. Ja, so schnell geht das, als ob der oben das nicht mitbekommen hat. I already told you that I do not know where the man you're searching for is. You may not know where he is, but you did everything you could to find him, didn't you? What do you mean? Does this document ring a bell? You hired some debt collectors to find Mr. Darcy. How dare you rummage through my belongings?
You could have taken legal action and retrieved what you were owed, but you sent some killers instead. I doubt the governor would approve. Do you want us to tell him about it? No. But please, understand me. The Darcy family is on the continent. It would take months for them to reply to my complaint. What other solution was there? My shop will not survive this. Tell us who these debt collectors are, and we'll take care of it. They loiter in an alleyway of ill repute, not far from here, in the Science District. That's what I feared. Probably a bunch of cutthroats. If Bastion survives... If he survives, remind him of what he owes me. Wir müssen erstmal den ganzen Schuldner finden. Ich glaube so ein bisschen... Nein, ich laufe richtig. Have mercy! Have mercy! I will repay everything. Hey, you! Leave this man alone! What do you want? No one asked you for your opinion, so get lost. Maybe he's friends with the weakling. Maybe. In any case, it seems like he wants to share his fate. You think I'm afraid? I've fought uglier people than you. Vasco, let me try to take care of this. How much money are we talking about? You're here to collect a debt, right? Between what he owes our client and our commission, it's a hefty sum. But if you want to pay in his stead, my lady, please do. I don't think you realize who you're dealing with. So, let me introduce myself. My name is de Sardet. I'm the legate of the congregation, and I'm here to save the life of one of our citizens. If you do not deliver him to me immediately, I will have no choice but to inform the governor. And you'll end up rotting in jail in no time. Damn it, they look serious. Yes, a bit too much. Listen, we don't want to get in trouble with the governor, so take him. Yeah, if our client wants to get repaid, you'll have to make an official request. Come. Thank you for your intervention. I thought these brutes would kill me. Don't mention it. It's only natural. But how did you end up in such a situation? Oh, I'm certain someone like you, who belongs to high society, will understand. There is a game table here that is attended by the best of the aristocracy. I lost the money I owed to that merchant while playing there. And since I got out with a few other debts, I had to leave the merchandise as repayment as well. But that's a mere trifle that my father would have paid for without thinking twice. I never would have thought that someone would send these types of brutes after me. What a lack of tact. In any case, I am extremely grateful to you. To whom do I have the honor of speaking? My name is Captain Vasco. Naught and Sea Given. It was a pleasure, sir. Ja. Vasco. Das war jetzt aber nicht so Can I do anything for you? das, was ich erwartet habe. I must leave you. Wie, kommt da jetzt nichts mehr, oder was? Da kommt da doch noch was. Ne, die Quest ist aber durch. Dann wird da später wahrscheinlich was kommen. Thank you, de Sardet. My pleasure. But why didn't you tell him who you were? But I did tell him. I was stupid. I resented everyone, and you even more, for the life I didn't get to live. You had it all, everything I thought I was entitled to. But after seeing Bastion, I realized that in the end, I was exactly who I wanted to be. A naught, and a proud one at that. I'm glad to hear it. No more regrets? No more regrets. And I certainly don't regret not being called Leandra Darcy.
Das heißt, wir sind jetzt wie weit bei Vasco? Nett. Ich weiß gar nicht, ob das höher geht. Kann man das irgendwo sehen? Warte mal. Nö. So, dann machen wir da weiter, dass wir die Hauptquest weiterkriegen. Here's Governor Buren's palace. I believe he's a renowned scholar, but beware, he's also a politician. With words covered in honey but as dangerous as my weapons. We rarely bow down in our ships. I hope I will not embarrass you. Die Sachen sind auch alle gleich aufgebaut, ne? Was haben wir hier vorne? Ach, der ist hier oben. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Wir gucken mal eben. Wir gucken uns erstmal um. Da haben sie nämlich fast dasselbe Design genommen, wenn man es so sieht, ne? Komm ich nicht rein? Kommst du nicht rein? Da aber. Stimmt, wir müssen mal bei uns gucken, ob da auch so Dinger sind, wo wir da durchlaufen können. Unser Licht noch an? Ja. Your Excellence, it is an honor to meet you. Allow me to present my sincerest regards in the name of the Congregation of Merchants. And allow me to wish you and your cousin a warm welcome to the island, in the hopes that this visit will help prolong the profitable relations between our two nations. Likewise. Nevertheless, another question brings me. The Malachor. The Prince d'Orsay hopes that these new shores will bring us new possibilities. Even a remedy. It is an area that concerns us greatly, but be assured we are studying it acutely. Our doctors and alchemists are particularly interested in the flora of the Isle. It's extremely varied and different from our own. In fact, we have sent a group of explorers into a very promising sector. Alas, we've had no news from them for quite some time now. We are hoping that nothing has happened. We would have sent a patrol to investigate, but we cruelly lack the means to do so. The natives have proven aggressive, even hostile to our studies, and have attacked us regularly. We are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city. But we would be happy to share with you the results of our research if... Your Excellency. This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier post is lost.
One more act of barbarity. Dismissed, soldier. Where was I? Yes, we would be most pleased to share our discoveries with our allies if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. I'm listening. As you have not failed to observe, our troops, as well as our caravans, have been suffering incessant attacks. The merchants, including your own, are raided, often killed, and certain goods have become scarce. Captain Rainhild, who commands our outpost in the plains, has communicated his incapacity to protect them. Considering that certain of your own fellow countrymen are involved. You would like me to lend a hand? I will see what I can do, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? I met Ulan, the Bone Blower's clan chief from the village of Vignamri. He is an open-minded man who holds great expectations of exchanges with the colonies. He would like to meet you to discuss a treaty, even an alliance. Ulan, you say? I have never heard mention of this name, but to finally have an ally among the natives could only be beneficial. That is excellent news. Still, I fear that I cannot leave the city. That would be taking too much of a risk. I doubt that Ulan will come to Hikmet. He is looking for an alliance, but he is not desperate. Such a gesture would be considered a sign of weakness by his clan. That is understandable, I suppose. Do they grasp the concept of emissaries? Do you think that solution might work? I think that might be possible. I'm sure he would understand that you could not come to see him in person for the same reason. Excellent. Finally, some clear skies in our negotiations with the natives. My right-hand man will then go to this village to finalize an agreement with King Ulan. I'll be there too, to make sure everything goes according to our plans. There is another matter concerning this same village that I would like to bring to your attention. A wandering merchant, member of the Ulan clan, is being kept in your outpost. Can you authorize his entry into the city? I see no harm in that. This merchant is certainly not a threat to us, and he might even prove useful if the negotiations with his clan should take a foul turn. Here, please be so kind as to give him this letter of passage. If he presents it to the guards, they will let him in and he'll be able to establish his stall in town. I thank you. I hope to see you again. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lady. Dann machen wir die Quest jetzt noch, würde ich sagen, oder? Ne, komm, wir machen die später. Wir hören jetzt auf für heute. Ich dann Endscreen. So. Muss nämlich auch mal irgendwann aufhören. Ja, weiß ich nicht, wann wir morgen anfangen. Das muss ich dann gucken. Weil morgen muss ich noch was erledigen und dann schauen wir mal, wann wir mit dem Stream beginnen. Das entscheide ich dann morgen spontan. Wenn das Update dann kommt für das eine Spiel, werden wir dann da weiter reinschauen. Ansonsten werden wir GreedFall weitermachen oder was anderes. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder.